Guten Abend, ihr Lieben. Willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu. Dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hört mich. Wundert euch bitte nicht, ich bin noch so ein kleines bisschen im Technikchaos versunken und schwer damit beschäftigt, hier irgendwie für mich den Stream zum Laufen zu bekommen. Aber jetzt glaube ich langsam, aber sicher. Funktioniert alles, ihr Lieben. Frohe Ostern, guten Abend zusammen. Ihr habt hoffentlich zwischen den 15 Sachen, die hier eingeblendet wurden, schon entdeckt, dass ich mich heute sehr spontan, also wirklich sehr, sehr spontan, vor 1,5 Stunden plus minus dafür entschieden habe, dass es endlich mal wieder eine Rabattaktion geben soll. Und ich persönlich habe ja einen Spleen für Kleinigkeiten. Ich freue mich blöde, nur weil dieses Küken da so hin und her wackelt. Ja genau, ihr hört mich, ihr seht mich aber noch nicht. Das Problem beheben wir gleich, ihr seht mich auch gleich. Es war ein bisschen eine crazy Woche. Aber wir gucken mal, ob ich das mit dem ihr seht mich gleich auch direkt hinbekomme. Das wäre schön. Ja. Im Shop steht bis 10. April. Danke, Anita, fürs Hinweisen auf diese Abweichung. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als daraus bis 11. April zu machen, obwohl das eigentlich nicht der Plan ist, weil am 11. April kriegt ihr eine neue Datei. Vergesst, was ich gesagt habe. Achtung, jetzt könnt ihr mal live komische Dinge mitbekommen. Ich gucke mal, ob ich das hier direkt geändert bekomme. Warum, erkläre ich euch gleich. Es gibt eine Logik dahinter. Also Stichtag soll eigentlich der nächste Freitag sein. Es gibt nächsten Freitag keinen Stream. Das ist jetzt ja dann schon eine Woche. Dann haben wir das direkt korrigiert, dank Anitas lieber Hilfe. Lasst mich mal neu laden. Ha! Seht ihr, schon ist es nur noch gültig bis 10. April. So schnell kann man solche Fehler beheben. Warum diese Zeit? Naja, es gibt halt nächste Woche Freitag keinen Livestream. Ich bastel nächste Woche mit meinen Bastlern, die hier zu mir in meinen Heimatort kommen, hier vor Ort. Und da macht ein Livestream am Freitag einfach keinen Sinn, beziehungsweise er passt einfach nicht rein. Deshalb, wenn wir uns nächste Woche nicht sehen, eigentlich wäre eine typische Osteraktion, jetzt sage ich mal, nur dieses Wochenende, aber das macht auch keinen Sinn, weil ihr dieses Wochenende ganz bestimmt, sage ich mal, andere Dinge zu tun habt. Schauen wir mal, ob das klappt hier. Achtung. Ha! Weil ihr dieses Wochenende ganz bestimmt andere Dinge zu tun habt, im Sinne von mit der Familie vermutlich Ostern feiern. Und ich dachte, das soll einfach ein kleines Goodie, ein kleines Danke an euch sein, dass ihr mich hier immer so schön unterstützt und mit mir so schöne Sachen bastelt. Und es soll euch auf gar keinen Fall zusätzlichen Stress produzieren. Es ist auch nur ein Angebot. Viele von euch kaufen ja dankenswerterweise die Projekte eigentlich immer sofort, wenn sie in den Shop kommen. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwas schon länger auf der Wunschliste stehen und wartet quasi schon darauf, dass es mal einen Rabatt gibt. Insofern wäre dann jetzt die Gelegenheit günstig. Seht ihr mal, so kann es gehen. Ich habe mich so sehr über das wackelnde Küken gefreut, dass mir die Terminabweichung nicht aufgefallen ist. Aber egal. Gut, ihr Lieben, was erwartet euch heute? Was habe ich die Woche so getrieben? Ich habe viele Dinge getrieben. Ich habe leider keine neue Plotter-Datei in den Shop geschafft. Es wird euch aber nächste Woche natürlich ein Set erwarten. Und zwar das Set mit den Dateien, die ich jetzt dann auch am Wochenende bastle mit den Leuten, die dann hierher zu mir kommen und mit mir gemeinsam am Basteln sind. Und ich dachte, damit ihr auch mitbasteln könnt, mehr oder minder, auch wenn ihr nicht vielleicht die Möglichkeit habt oder die Zeit habt oder wie auch immer hierher vor Ort zu kommen, wandern auf jeden Fall die Projekte, die ich mit meinen Vor-Ort-Bastlern bastle, nächste Woche Samstag für euch auch in den Shop.
Ihr kennt es aus der Vergangenheit. Ich eskaliere dann manchmal so ein bisschen, wenn es auf die Treffen zugeht und mache dann doch noch das eine oder das andere irgendwie dazu. Das heißt, es wird ein Bundle geben. Die Dateien kommen aber auch einzeln in den Shop und dann könnt ihr einfach gucken, was euch gefällt. So. Und die Idee war, dass ihr jetzt vorher einfach nochmal durch die alten Projekte und eure Wunschliste stöbern könnt und dass dann am Samstag eben das Bundle auch in den Shop wandert. Ich zeige euch einmal, was da jetzt alles irgendwie drin ist. Da sind nämlich diese Woche noch 2 Projekte dazugekommen oder sogar 3. Ich glaube, ich habe euch letzte Woche nur 2 gezeigt. Das eine war das Vögelchen, das andere war die eine Blume. Und da ist noch ein Blümchen dazugekommen, da ist noch ein Häuschen dazugekommen, da ist noch ein Schmetterling dazugekommen. Die Projekte zeige ich euch jetzt gleich einmal, damit ihr schon wisst, was da nächste Woche auf euch wartet. Ansonsten ist es wie immer, Ostern kam eindeutig zu schnell. Das heißt, ich habe eigentlich auch noch was gezeichnet, was ich noch nicht geplottet habe. Vielleicht schmeiße ich einfach spontan nochmal den Plotter an. Idee war eigentlich für mich wirklich, so ein bisschen was auch fertig zu machen noch. Ich habe nämlich selbst meine Stapelprojekte zum Teil von der Rückseite noch nicht zugeklebt. Und ich habe heute schon versucht, so ein bisschen reine zu machen. Ich habe hier hinter mir auch schon so ein bisschen aufgeräumt, weil ich so erschlagen war von den ganzen zu 90% fertigen Projekten, die hier rumlagen, dass ich dachte, jetzt zu Ostern ist die super Gelegenheit, hier einmal ein bisschen die Sachen auch fertigzustellen und einfach Platz zu schaffen für neue Projekte und für neue Ideen. Und ich lese gerade die Daniela, bei der ein Anycubic eintrudeln müsste. Jonna, habe ich bei dir auch was von einem 3D-Drucker gelesen? Ich freue mich natürlich wie blöde, dass ich den einen oder anderen von euch mit diesem tollen neuen Hobby infiziere. 3D-Druck habe ich auch einiges gemacht und fast nichts fertig bekommen. Zeige ich euch dann auch gleich noch, was ich da so getrieben habe. Da dürft ihr noch Wünsche äußern und gern was dazu sagen. Ein Wunsch, den ich umgesetzt habe, der steht schon hier hinter mir im Regal. Ich habe den Kundenwunsch bekommen, dass es schön wäre, sag ich mal, wenn man den Schmetterling nicht nur gerade, den hier, nicht nur gerade auf den Spieß stellen kann, sondern wenn der eben auch so schräg fliegen kann. Und das gefällt mir persönlich auch total gut, aber ich habe da wieder ein weiteres Fass aufgemacht. Das heißt, zeige ich euch gleich aus der Nähe, müsst ihr noch mal was dazu sagen. Gut. Habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Nein. Oh doch. Es war eine irre Woche, was unter anderem daran liegt, dass ich parallel tatsächlich an einer eigenen Plotter-App gearbeitet habe. Ich verrate es jetzt einfach. Ich war nicht sicher, ob ich schon was dazu sage, weil ich noch nicht sicher bin, wann das fertig wird, wie das fertig wird, wer das am Ende verwenden kann, darf. Aber das war auch ein großer Teil meiner Woche. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen einen Ausflug gemacht und erzählt, dass ich festgestellt habe, was bei meinem Caesar-Plotter nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und dass ich da festgestellt habe, dass es eigentlich ein Problem in der Software ist. Und dann quasi eine eigene Lösung gesucht habe. Und meine eigene Lösung für mich sieht natürlich so aus, dass ich mir ein Illustrator-Plugin geschrieben habe. Also quasi so eine kleine Zusatzsoftware, damit ich in der Design-Software, die ich benutze, um die Dateien für euch zu entwerfen, direkt meine Sachen schneiden kann, ohne das Ganze immer exportieren zu müssen. Aber ich liebe diese Lösung tatsächlich so sehr, ich habe auf einmal auch wieder Lust, was mit meinem Plotter zu machen, dass ich dachte, das wäre echt doof und echt fies, wenn ihr da am Ende nicht rankommt. Man muss dazu sagen, zu diesem App-Thema, wenn es dann irgendwann soweit ist, zeige ich euch wirklich noch mal mehr. Disclaimer von weg. Es wird auf gar keinen Fall alle Plotter unterstützen. Der erste Schritt ist jetzt mal Caesar. Und ich habe mich gefreut diese Woche wie irre. Ich habe nämlich auch die Silhouette, meine Cameo 2, schon erfolgreich angebunden. Ist ein bisschen eine Herausforderung, weil die Ansteuerung von der Cameo 2 technisch komplett anders ist als die Caesar-Ansteuerung. Soll heißen, ich muss die Daten in einem ganz anderen Format an den Plotter übergeben. Aber ich habe damit quasi sowohl USB-Integration als auch WLAN-Integration schon komplett umgesetzt und habe es einfach geliebt. Also ich habe es gefeiert. Ihr kennt das vielleicht an mir schon, dass ich so ein ausgeprägtes technisches Spielkind auch habe, wo aber der ausgeprägte Plottermonk dazu kommt. Und das Ergebnis ist für mich super, super benutzbar, weil ich natürlich quasi die ganze Software auch so aufbaue, dass sie mit meinen Dateien perfekt funktioniert. Heißt, was sie jetzt schon kann, ist eine Faltlinienerkennung. Man kann aktivieren, dass wenn man SVG-Dateien importiert, der automatisch blaue und rote Linien als Faltlinien erkennt und die dann zum Beispiel zu einer Schnittgruppe zusammenfügt. Andere Kleinigkeiten, die jetzt natürlich für mich unbedingt noch kommen sollen, damit ich das mit dem Caesar noch mehr liebe, ist eben in Kombination mit der Faltlinienerkennung, dass man auch quasi 2
Sendebuttons bekommt, im Sinne von, man will dann wirklich das Falztool verwenden. Man klickt einmal für Falzen, man klickt einmal für Schneiden, ohne zwischendrin irgendwelche Einstellungen ändern zu müssen. Das heißt, die Software erkennt, das ist die Faltlinie, das ist die Schnittlinie. Wenn die hier klickt auf Faltlinie senden, dann fahre ich nur die Faltlinie ab. Wenn die hier klickt auf Schnittlinie senden, dann fahre ich nur die Schnittlinie ab. Und in meinem Kopf hat es auch schon gerattert, wie ich ein Multitool, also mehr Werkzeughalter an den Plotter bekomme, aber da muss dann auch Silhouette, da muss mein 3D-Drucker dann nochmal ran. Also ist ganz viel, was da gerade wieder im Kopf gleichzeitig passiert, aber ich werde das Treffen nächste Woche tatsächlich nutzen, wenn das so klappt, wie ich mir das wünsche, um die Software auch nochmal so ein bisschen zu triezen und auf Herz und Nieren zu prüfen, weil ich habe tatsächlich schon eine Art Multiplotter-Support integriert. Das heißt, man kann mehrere Geräte gleichzeitig verbinden, in meinem Fall die Cameo 2 und meine CZ Juliette, und dann halt einfach nur den Tab wechseln, hat aber genau das gleiche Projekt, sage ich mal, auf der Schneidematte und kann dann einfach mit den individuellen, für den Plotter festgelegten Einstellungen an den einen Plotter senden und an den anderen Plotter senden. So, und jetzt habe ich mir von meinen Teilnehmern gewünscht, die mich da sehr unterstützen, dass vielleicht der ein oder andere auch einen Plotter mitbringt und ich dann vor Ort nochmal versuchen kann, mehrere Geräte anzubinden und zu schauen, ob das da auch überall mit der Kommunikation direkt funktioniert. Es ist alles noch sehr, sehr frisch. Also es wird definitiv noch dauern, bis das irgendwann vielleicht mal öffentlich zugänglich ist. Aber es macht wirklich meine Arbeit so viel leichter. Und ich würde es so cool finden, wenn es am Ende für euch auch so funktioniert. Zumal mein Hirn natürlich schon wieder 15 Schritte weitergearbeitet hat. Es ist so dieses, oh Gott, ihr könntet ein komplettes Bibliotheksmodul im Shop haben, ihr müsstet gar nicht mehr runterladen und wieder hochladen. Es würde wahrscheinlich auch funktionieren, dass man einfach auf das Projekt klickt und der dann gleich alle Dateien importiert. Also da rattert gerade unheimlich viel. Und das wird auch in nächster Zeit so ein bisschen was an Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt habt ihr zumindest schon mal so einen Grobabriss gehört und kriegt vielleicht ein kleines Gespür dafür, dass ich mich ziemlich viele Stunden diese Woche auch mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber ich mache das für mich und für euch quasi gleichzeitig. Ich lese gerade, die Tina sagt, die Porträt hat kein WLAN oder Bluetooth. Sie wird dann beim Laptop bleiben. Keine Sorge, Tina, meine Cameo 2 hat auch nichts von alledem. Die ist einfach per USB angeschlossen. Das heißt, Ansteuerung über USB wird von Anfang an für Silhouette unterstützt. Ich bin echt irre, schreibt die Nicole, aber das ist positiv gemeint. Das freut mich, dass es positiv gemeint ist. Dass ich ein bisschen Schlag weg habe in manchen Sachen, wisst ihr hier ja schon länger. Jana fragt, ob es für die Cricut-Geräte möglich sein wird. Jana, offiziell nicht. Cricut blockiert es mehr oder minder bewusst, was meine Recherche bis jetzt sagt. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da will ich nichts versprechen, weil Cricut, das sage ich dir ganz ehrlich, ganz hinten auf meiner Liste steht. Ich kümmere mich natürlich jetzt erstmal um Caesar und um Silhouette, weil es keinen Sinn macht, sage ich mal, diese Baustellen alle gleichzeitig aufzumachen. Aber Cricut nutzt ein proprietäres Format und die schirmen quasi bewusst die Ansteuerung ihrer Plotter auch ab. Das heißt, ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, ob da ein Durchkommen ist, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn ich soweit bin. So viel dazu. Jetzt schaffe ich mal was von dem bei, was ich mit meinem eigenen Software-Tool geplottet habe diese Woche, damit ihr auch ein bisschen Plotterprojekte seht und nicht nur mein Technik-Blabla hier einmal hört. Das Vögelchen kennt ihr schon. Hier ist es. Und Achtung, das ist jetzt eigentlich das letzte der Projekte. Es ist noch nicht von vorne zugeklebt. Wundert euch nicht, dass es noch Löcher hat. Aber das Vögelchen bekommt ein Zuhause. Es bekommt ein Häuschen. Das fand ich eigentlich ganz süß. Die Machart ist wieder ein kleines bisschen anders als bei den Stapelprojekten, weil jetzt hier innen drin, sage ich mal, das Teil komplett mit Füllstreifen gefüllt ist. Ist hier total sinnvoll, weil wir einfach gerade Stege in der Konstruktion quasi haben. Das vielleicht auch noch vorab. Es wird für diese Projekte, die da nächste Woche zusammen in den Shop wandern, kein Anleitungsvideo geben, weil ich das diese Woche natürlich einfach vor mich hin zusammengeklebt habe. Ich habe noch keine Ahnung, ob wir davon irgendwas im Livestream basteln werden. Ich bin aber fest überzeugt, dass ihr das auch ohne mich und ohne meine Hilfe hinbekommt, weil die Stapelprojekte an und für sich, wie das Vögelchen,
immer der gleichen Machart folgen. Ihr kennt es schon von den Blümchen. Man hat immer die Innenteile, an die werden die Seitenstreifen angeklebt. Dann wird das Innenleben gefüllt, zum Teil mit so einer Hilfsform, die quasi die Auflagestreifen am Rand hält. Dann mit den Auflagestreifen drumherum. Dann wird die nächste Innenform aufgelegt, das Ganze wird zugeklebt. Dann hat man den Höhenausgleich und eine Außenform. Also es ist vom Konzept her immer das Gleiche. Das heißt, bei den Projekten, die funktionieren wie die anderen Stapelprojekte, packe ich euch auf jeden Fall eine Livestream-Aufzeichnung von einem dieser Stapelprojekte mit rein. Ich habe bei den meisten versucht, so ein bisschen Fotos zu machen. Bei dem Haus habe ich kaum Fotos gemacht, weil es so groß ist. Das war ein bisschen schwierig zu fotografieren. Aber ich weiß nicht, ob ihr das von vorne gut erkennen könnt. Man hat hier so komplett Markierungsausschnitte, diese Pfeilchen, die ihr hier seht. Und die zeigen euch einfach ganz genau an, welcher Seitenstreifen wohin geklebt werden muss. Das heißt, es ist trotzdem in meinen Augen sehr, sehr übersichtlich und gut nachzuvollziehen, welches Teil wo positioniert werden muss. Und dann ist der Rest eigentlich auch wieder klar. Also wenn die alle an der Stelle hingeklebt sind, wo sie hin sollen, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So. Dem fehlt natürlich noch eine Außenseite, die bis jetzt nur lose hier rumliegt. Aber so kriegt man mal eine Idee, wie das dann ohne die Löcher ausschaut. Falls ihr euch über die Größe des Häuschens wundert, ich habe erst überlegt, ob man es noch ein Mühe breiter macht, damit der Vogel komplett, sag ich mal, im Ganzen quer reinpasst, was er aktuell nicht tut. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil die Größe, die ihr jetzt seht, die ist halt genauso einfach noch A4-kompatibel. Und ich fand es einfach auch schön, dass man zwischen diesen Stapelblumen, die stelle ich da gleich nochmal dazu, auch einfach nochmal so ein bisschen ein Element hat, was in die Höhe geht. Was sich meine Teilnehmer noch gewünscht haben, was ich in der Datei auch schon mit umgesetzt habe, ist eine Möglichkeit, das Häuschen aufzuhängen. Da habe ich hier noch meinen Prototyp, den ich da geschnitten habe. Beim Aufhängen ist die Idee so ein bisschen, da habt ihr eine Öse dann oben, damit man eben das Haus auch im Ganzen befestigen und irgendwo hinhängen kann, wenn man das möchte. Würde ich das jetzt mit dem Vögelchen aufhängen, würde ich den Vogel da innen drin in der Tat irgendwie festkleben. So. Was fehlt? Die Blümchen. Ich hole mal noch die Blümchen ran. Jetzt muss ich mich ganz kurz selber umgucken und orientieren, wo ich die gelassen habe. Hier. Das eine kennt ihr schon von letzter Woche. Das ist dieses hier. Und da ist noch ein zweites klammheimlich diese Woche dazugekommen. Und das sind eben auch solche, die von hinten noch nicht zugeklebt sind. Die also jetzt aktuell darauf warten, dass ich die auch mal noch fertig klebe. So, Blümchen 1, Blümchen 2. Und ich dachte, das ergänzt einfach die anderen Stapelblumen, die wir haben, ganz gut. Und dann habe ich hier auch noch den Schmetterling liegen. Ich dachte, der passt zu den Blumenprojekten, der passt zu dem Vögelchen. Der ist vielleicht auch was für die Leute, die jetzt sagen, das Vögelchen ist irgendwie nicht ihrs. Also da hat man einfach nochmal ein anderes Tiermotiv, das man zu den Blumen nachher gut dazu kombinieren kann. Das heißt, das hier kommt so als ein Set dann irgendwie am Samstag für euch in den Shop. Ich habe damit tatsächlich auch noch Arbeit. Gott sei Dank konnte ich das meinen hier mitbasteln. Nämlich einfach quasi so, die haben einfach nur die Plotterdateien gekriegt. Ich habe keine Shop-Fotos oder sowas vorher gemacht. Das muss ich jetzt alles noch machen und ich muss die Dateien eben auch noch im Shop einpflegen, einzeln und als Set. Das schaffe ich aber irgendwie im Laufe der Woche und dann könnt ihr nächste Woche, wenn ihr Lust habt, ganz in Ruhe basteln. Bei dem Schmetterling habe ich mir noch was überlegt, das zeige ich euch gleich. Da hatte ich irgendwie spontan noch die Idee, dass ich es ganz süß finden würde, wenn man den nicht nur in der Deko-Variante umsetzen kann, sondern wenn man den vielleicht auch zum Verschenken verwenden kann. Da habe ich noch eine Dateiversion gebaut, die genau das dann letzten Endes abdeckt. Also ich war nicht untätig. Ihr seht, ich habe auch einiges geplottet. Es ist nur eben in Kombination mit dem Basteltreffen so, dass ich einfach hier den Fokus darauf gelegt habe, die reine Plotterdatei für die Leute auch fertig zu bekommen, die hierher kommen zum Basteln. Die brauchen natürlich ein bisschen Vorlauf, um die Sachen auch vorbereiten zu können. Die Teile müssen ja geplottet sein, bevor sie eben dann hier nächste Woche auch herfahren und mit mir zusammen basteln. Deshalb war da der Fokus wirklich erstmal auf Dateifertigstellung. Und im Laufe der Woche mache ich jetzt die Bilder und packe das alles zusammen. So. Den Schmetterling zeige ich euch jetzt gleich nochmal in der Nähe, in der oben offenen Variante. Bin ich gespannt, ob ihr da vielleicht auch noch Ideen oder Input für mich habt. Dann würde ich tatsächlich, wenn es für euch passt, erstmal ganz in Ruhe ein bisschen kleben. Bisschen runterfahren. Ich hole meine Kleberkiste wieder aus dem Regal, die habe ich wieder reaktiviert, weil ich für das Kleben der großen Flächen, das zeige ich euch auch gleich von hinten, diesen schönen flächigen Auftrag eigentlich ganz praktisch finde. Für die von euch, die hier frischer dabei sind, die kennen die Idee vielleicht noch gar nicht, weil wir haben das, glaube ich, zuletzt gemacht.
so vor 1,5 Jahren, also Weihnachten nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, als wir die zusammenklappbaren Häuschen gebastelt haben. Ich habe gerade diese Kleberkiste für mich wieder entdeckt, eben gerade für die großen Flächen. Und dann klebe ich erstmal in Ruhe ein bisschen, ich klebe hier meine Rückseiten noch auf, dass die Teile wenigstens soweit fertig sind. Und dann schauen wir mal, dann schalte ich vielleicht sogar den Plotter nochmal an. Also ich starte jetzt noch so ein bisschen mit dem Plot-Bastelteil und nachher können wir nochmal auf die 3D-Drucksachen drauf gucken. Hallo, auch an alle, die jetzt erst reinschalten. So, wie war denn eure Woche? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ich hoffe, ihr merkt, meine Woche war einigermaßen produktiv, wenn es auch wild war. Es war ziemlich viel. Aber ja, ich bin im Moment total glücklich, weil es an so vielen Fronten, sag ich mal, weitergeht. An jeder Front nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch. Aber insgesamt macht alles ganz gut Fortschritt. Ja, Jonas sagt schon Trinkpause, was? Ich habe wieder 20 Minuten wahrscheinlich ohne Punkt und Komma gequatscht. Bin froh, dass ihr noch da seid. So. Ja, so machen wir das aber. Ich trinke einfach zwischendurch mal einen Schluck und klebe. Schalt euch vorher nochmal um. Hat es geklappt? Ja, ich glaube, das hat geklappt. So, dann seht ihr hier diese Markierungsausschnitte, über die ich aus der Ferne gesprochen habe, gerade auch nochmal aus der Nähe. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, was ich meinte mit, es ist relativ klar ersichtlich, welches Teil wohin muss, weil die Innenform bei dem Haus einfach genau diese gleichen eckigen Ausschnitte hat. Und Achtung, die eckigen Ausschnitte zählen nicht nur als Markierung, sondern ich habe die auch wirklich in der Reihenfolge angeklebt, wie ihr durchzählen könnt. Das heißt, der erste Pfeil ist also 1 quasi, Teil 1. Das mit den 2 Pfeilen ist Teil 2. Davon gibt es 2, die liegen hier jeweils gegenüber. Diese Seitenwände hat man quasi spiegelverkehrt doppelt. Und dann kam 3. Also ich habe mit der Innenwand angefangen, habe die einzeln eingeklebt, habe dann hier die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Seitenteilen zusammengeklebt und habe erst danach die Außenwand drumherum gebaut. Von oben nach unten eigentlich. Habe dann hier die 4, die 5, die 6 angeklebt. Und wenn man das gemacht hat, kommen wieder Zickzackstreifen innen rein, dann kommt die Abdeckung drauf und man klebt zu. So. Alicia schreibt, ihre Woche war stressig, da sie Blender lernt. Alicia, bei Blender lernt man nie aus. Ich lerne seit 10 Jahren Blender und lerne immer noch was dazu. Und zwar ständig. Also entweder habe ich von Anfang an schlecht gelernt oder ich glaube, es ist einfach so. Ich zeige euch nachher bei meinen 3D-gedruckten Sachen was, wo ich auch wieder was gemacht habe, was ganz anders ist als alles, was ich bisher mit Blender gemacht habe. Das ist normaler Wahnsinn. Hier ist sie, meine Klebekiste. Ups. Die von euch, die das schon kennen, für die ist es jetzt nicht neu. Die es noch nicht kennen, dürfen gerne jede Frage dazu stellen, die sie stellen möchten. Die ganze Idee bei der Kleberkiste ist eigentlich, da ist einmal Holzleim aufgetragen und dieses Schwammtuch unten drunter, das ist kein richtiges Schwammtuch, das ist eher so ein Küchentuch. Das sorgt einfach dafür, dass ich den Kleber relativ gut gleichmäßig verteilen kann, damit ich eine schöne gleichmäßige Klebefläche habe, einen gleichmäßigen Klebeauftrag, um das Ganze dann einmal auf die Formen zu bringen. Dafür benutze ich eine Walze und ich habe die Klebekiste heute auch schon benutzt, das heißt, sie ist noch relativ frisch und gut in Schuss. Was vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp ist für euch, weil viele von euch, das weiß ich ja auch mit dem Ponal kleben, mit dem ich auch klebe. Ich hatte meinen älteren Holzleim gerade eigentlich schon aussortiert, die große Flasche, und habe die in den Müll geschmissen und ich habe sie jetzt wieder rausgefischt. Ich habe die weggeworfen, weil ich die zu lange offen stehen hatte und dann habe ich hier irgendwie Reste drin und wenn ich mit einer Spitzdüse klebe, dann setzen die Reste, die jetzt da im Leim rumschwimmen, mir regelmäßig die Klebeflasche zu. Für diese Anwendung mit der Kleberkiste ist der aber noch wunderbar gut genug. Das heißt, hierfür benutze ich den jetzt eben doch noch und brauche den Kleber auf und habe noch eine sinnvolle Verwendung. Also falls euch das auch passiert wie mir, dass ihr den Kleber einfach mal zu lange offen stehen lasst und sich da drinnen dann so Klümpchen quasi bilden, sich einfach so kleine Reste sammeln. Da reicht wirklich schon wenig, um immer diese spitze Düse von dem Klebekopf quasi zuzusetzen. Wenn man wie ich in so eine feine Flasche umfüllt, dann kann man das durchaus für diese Variante des Klebeauftrags noch nutzen. So. Also ich habe meinen Kleber damit quasi gerettet. Habe ihn wieder aus der Mülltonne gefischt und benutze ihn jetzt dann eben doch. Worüber ich eigentlich ganz, ganz happy bin. Jetzt wollen wir mal sehen, wie gut mir das mit Zuschauern gelingt. Heute Mittag, als ich hier vor mich hingeklebt habe, ging das nämlich eigentlich echt gut.
Und ihr seht auch daran, dass ich hier die Klebelaschen alle öffne, dass ich da versucht habe, schnell zu sein. Da habe ich unten drunter mit Kleberoller geklebt und der Kleberoller, das ist immer das, was ich meine mit auch permanent, der Kleberoller klebt bei mir nie richtig permanent. Der löst sich dann halt nach einer Zeit eben doch wieder. So. Ich fülle also noch mal ein bisschen nach, stelle den hier gleich wieder auf den Kopf. Verteile den Kleber einmal in der Kiste. Und ich habe auch unter dem Tuch Kleber aufgetragen, dadurch haftet dieses Tuch besser in der Kiste, beziehungsweise ich drehe das Tuch einfach manchmal um. Und ich habe jetzt quasi die Wahl, ich kann den Kleber einmal mit der Walze auftragen, das kann ich hier auf diesem sehr flachen Teil prima tun. Man kann es aber auch genau umgekehrt machen, kann den Kleber einfach ziemlich gleichmäßig hier in der Kiste verteilen und kann dann die Form einmal in die Klebekiste drücken, das geht auch. So, ich bin gespannt, wie gut ich jetzt gleich hier mit meinen losen Enden zurechtkomme, aber wir probieren es einfach. Der Vorteil hier halt an diesem Schwammtuch, sag ich mal, an diesem, ja, ich weiß nicht, was das für ein Tuch ist, vielleicht ein Mikrofasertuch, es ist auf jeden Fall kein echtes Schwammtuch, aber es hat so ein bisschen Tiefe, ihr seht es gleich, wenn ich das raushole, das heißt, das bringt den Kleber auch so ein kleines bisschen in die Vertiefungen dazwischen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, also ich habe eine ganz gute Abdeckung jetzt mit Kleber hinbekommen. Gehe einfach nochmal durch die Kiste durch und lege dann das Teil, das ich einmal aufkleben will, auch hier schön in den Kleber rein. Damit ging es bei meinen Durchläufen heute Mittag eigentlich, sage ich mal, am besten, dass man wirklich Kleber auf beide Seiten bringt. Das schaut jetzt von unten so aus, da seht ihr, die eine Ecke habe ich nicht so gut erwischt. Die kann ich vielleicht gerade noch mal, ja, besser. Und damit habe ich jetzt eben Kleber auf der kompletten Form und kann das jetzt einmal hier schön Spitze für Spitze ausrichten. Ja, das ging doch jetzt eigentlich ganz gut. Und klar, sage ich mal, wälzt sich das Papier so ein kleines bisschen durch die Feuchtigkeit, aber ich werde jetzt versuchen, da nicht zu lange dran rumzuknautschen, sondern das einfach umzudrehen und so ein bisschen zu beschweren. Und dann gehe ich nachher noch mal Stück für Stück über die Kanten drüber. Und dann ist es eigentlich auch schon gut. So, ich würde denken, die Position passt. Drehe ich es einmal um. Und hole mir hier einfach mal eine von meinen Dekogranulatflaschen, Dosen. Und stelle da einfach einmal eine Beschwerung oben drauf. So, damit ist das Teil einmal von hinten zugeklebt und ich mache hier direkt mit meinen Blümchen weiter. Ah, die Maren stellt gerade fest, dass ihr die Bastelmatte als Hintergrund lieber ist als die Tischplatte. Interessant, Maren. Das nehme ich doch direkt als Feedback mal mit. Ob die jetzt hinten, also was unten drunter liegt, liegt halt hier einfach daran, sage ich mal, ob ich vorhabe, Dreck zu machen. Also wenn ich wie heute hier mit der Walze und dem ganzen Klebezeug arbeite, dann habe ich die Bastelmatte lieber drunter. Aber ich bin immer froh, wenn ihr auch als Zuschauer mir sagt, was für euch gut funktioniert. Deshalb immer her mit den Rückmeldungen. Oh, die Annette hat euch sogar das Video zur Klebekiste rausgesucht. Das ist aber sehr nett. Ja, es gibt auch ein Video zur Klebekiste. Das ist richtig. So. Und jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo ich gefühlt mein Tuch dann gleich wieder umdrehen darf. Oder ich muss auf der Unterseite noch mal ein bisschen Kleber drunter packen. Wenn sich das nämlich immer so schön ablöst, dann ist es Zeit, auch unten drunter wieder für mehr Klebrigkeit zu sorgen. So, und gerade bei diesen großflächigeren Klebeprojekten habe ich ja zuletzt immer so ein bisschen gestruggelt, wie ich die wirklich schön klebe. Und da bin ich eigentlich ganz happy, dass ich jetzt die Klebekiste mal wieder aktiviert habe. Ich glaube, ihr habt das eigentlich in den letzten Streams auch schon vorgeschlagen. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich das jetzt irgendwie dann auch wieder im Kopf hatte und jetzt dachte, okay,
Ich habe jetzt so viele Teile anzukleben, dass es sich quasi lohnt, weil ich sag mal, einmal das Einrichten in Anführungszeichen der Klebekiste braucht natürlich schon ein bisschen was an Holzleim, weil da ja auch immer, sag ich mal, Leim drinne klebt, der nicht irgendwie wieder rausgeht, sondern der dann halt mit weggewaschen wird, wenn man irgendwann den Lappen wieder einmal gründlich in warmem Wasser reinigt. Und für einen Teil quasi lohnt sich das nicht, die Klebekiste zu aktivieren. Aber ich habe jetzt ja hier so viele Teile, die eben noch keine Rückseite haben. Und ich finde das Ankleben so viel, viel einfacher, als wenn ich immer... Die Alternative ist ja, dass ich komplett mit dem Kleber so hin und her feine Linien an Kleber aufmale. Und auch da muss man Acht geben, dass es nicht zu dick oder zu breit wird, weil sonst wälzt sich da das Papier dann eben auch. Guck mal, ich finde, das geht echt gut. So, gleiches Spiel. Ich stelle auch da einfach das Ganze nochmal auf die Seite, die ich jetzt gerade angeklebt habe. Und stelle auch da einmal was zum Beschweren oben drauf. Ich glaube, ich mache auch noch weiter. Ich mache auch das Blümchen hier noch zu. Aber wir wenden einmal den Lappen. Schupp. So, und jetzt habe ich natürlich voll reingefasst in den Leim. Deshalb ist es bei der Geschichte eigentlich immer ganz gut, wenn man irgendwo auch ein Blatt Küchenrolle hat. Damit man zwischendurch einfach mal die Finger oder das Werkzeug abputzen kann. So. Und ich hole mir direkt nochmal meine große Leimflasche. So, und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was ihr heute nebenher bastelt. Bastelt ihr nebenher? Näht ihr nebenher? Häkelt ihr nebenher? Plottet ihr nebenher? Was treibt ihr, während ihr euch hier quasi ja, zu mir gesellt? Zum Teil zumindest mit mir unterhaltet. So. Gleiches Problem. Ich liebe das mit dem Kleberoller eigentlich, sage ich mal, weil die Form schnell zu ist. Aber ihr seht, wenn es dann so eine Woche hier rumliegt oder auch nur eine halbe, dann löst sich das Ganze wieder. Aber was ihr daran jetzt eigentlich auch nochmal seht, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es noch nicht zugeklebt ist, wie schön mir das inzwischen gelingt, hier mit diesen winzig kleinen Klebelaschen, die sich alle hier so schön, sage ich mal, an die Form anpassen. Die sind auch bewusst so designt, dass sie hier, wo ich weniger Krümmung habe, etwas breiter sind. Und hier oben, wo ich quasi steil um die Kurve rum muss, wo ich also eine sehr enge Kurve habe, sind die Laschen schmaler. Damit man einfach mit dem Papierstreifen dieser Krümmung besser folgen kann. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie gut mir das hier bei dieser geschwungenen Form gelingt beim Zukleben. Das ist von den Blumen her, finde ich, bis jetzt gefühlt die anspruchsvollste Form vom Kleben, weil ihr hier unten auch nochmal so einen kleinen Bogen drin habt, den ich optisch aber unbedingt drin haben wollte. Hier von der Vorderseite seht ihr das. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man die Teile hier schön vom Rand her an diese Führungsform anklebt. So. Die Heike puzzelt die Teile auf der Matte im Programm zusammen und sucht wahrscheinlich die optimale Schnittpositionierung. Und die Daniela hat vorhin ein bisschen weiter gestrickt, schaut jetzt über den Fernseher zu. Und kommt heute Abend Miriam im Fernsehen, das ist ja auch sehr lustig. Die Vorstellung alleine amüsiert mich. Die Jana beschränkt sich darauf, zuzuschauen und zuzuhören. Das ist doch auch eine gute Sache. Ich glaube auch manchmal, dass es gar nicht so gut ist, wenn man 15 Sachen gleichzeitig macht. Obwohl das bei mir oft so ist, dass ich viele Sachen gleichzeitig mache, aber manchmal gehen dann auch Sachen schief. So. Hier dürft ihr mir jetzt nochmal die Daumen drücken. Ich würde mich jetzt freuen, wenn das schön wird am Ende. Wenn mir das gut gelingt. Da löse ich auch mal lieber mehr als nur eine Ecke an. Aber guckt mal, das mit dem Kleberauftrag funktioniert, finde ich, wirklich gut. Und er ist eben trotzdem relativ dünn und relativ gleichmäßig auf dem Teil drauf.
So. Und hier mit den ganzen losen Laschen versuche ich jetzt natürlich quasi auch die Ränder gleichzeitig noch so ein bisschen im Blick zu haben und die auch noch mal ranzudrücken. Wenn ich das bis nächstes Jahr so liegen lassen würde, dann sind die wahrscheinlich irgendwie alle nicht mehr zu retten. Oder, naja, man müsste wieder komplett mit dem Kleben von vorne anfangen. So. Na, das hat jetzt besser funktioniert als gedacht. Ich habe jetzt kurz gedacht, ich kriege jetzt so einen kleinen Stressausbruch. Kennt ihr das, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, der Kleber zieht an und es muss jetzt irgendwie zügig gehen? Dann gerate ich manchmal so ein bisschen ins Rotieren. Aber das hat jetzt hier echt gut geklappt. So, hier die Blume passt schon. Stellen wir jetzt die Beschwerung auf die nächste Blume drauf. So. Oh, ich hätte auch noch 2 Tulpen zuzukleben. Ich hoffe, das langweilt euch nicht zu sehr. Ich habe für heute einfach für mich beschlossen, wie gesagt, dass ich so ein bisschen bastel und fertig bastel und die Teile zuklebe. Und einfach mal so ein paar Sachen gerne fertig bekommen will. Ich plotte auch gleich noch. Ich habe mir gerade überlegt, dass vor Ostern ja nach Ostern ist und nach Ostern auch schon wieder vor Ostern. Und ich entsprechend mein eines Teil, das noch nicht mal aus dem Plotter gekommen ist, bis jetzt vielleicht wirklich einfach auch noch plotte. Weil, ihr kennt es bei mir, ist es sonst so, das ist aus den Augen, aus dem Sinn, bis nächstes Jahr wieder Ostern ist, habe ich das vergessen. Und das wäre schade. Ich lese gerade, die Tulpe ist als Einstieg am besten. Ja, das glaube ich sofort, weil man da quasi keine großen Rundungen, also eine große Rundung und ansonsten nur Spitzen hat. Da kann man sich gut rantasten. Ist aber auch wieder interessant von euch zu lesen, was euch gut von der Hand geht. Die Christine schaut auch über den TV. Viele, die Socken stricken. Die Anita macht ihre Osterlämmer. Mich interessiert einfach immer, was ihr so treibt, während ich hier am vor mich hin rödeln und basteln bin. Weil ich auch immer sicher sein will, dass ich euch nicht zu sehr langweile. Ist nach Ostern nicht vor Weihnachten? Doch, Nicole, irgendwie ist nach Ostern auch vor Weihnachten. Du meinst, es wäre Zeit, dass, wenn jetzt quasi der Ostermontag rum ist, wir nahtlos weitermachen mit Sternen, Tannenbäumen, Engeln, damit wir einmal früh dran sind. Das wäre eigentlich lustig, aber ich glaube, so ganz über mich bringe ich das wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch als generelle Info, während ich hier so am vor mich hinkleben bin. Wir sehen uns in den nächsten Wochen in einem 2-Wochen-Rhythmus. Ich habe ja schon gesagt, dass es nächste Woche keinen Livestream gibt, weil ich nächste Woche das Basteltreffen hier vor Ort habe. In der Woche darauf sehen wir uns ganz normal. Dann in der Woche darauf bin ich im Urlaub. Da bin ich dann auch eine Woche nicht da. Und dann sehen wir uns wieder ganz normal. Und in der Woche darauf haben wir mit Freunden was ausgemacht, haben wir tatsächlich mal einen Termin. Das heißt, wir weichen jetzt so ein bisschen von unserem wöchentlichen Rhythmus ab. Wir sehen uns dann nur jede 2. Woche hier im Livestream. Ich habe aber die Streams heute auch schon auf YouTube eingeplant. Ich habe euch die Termine, wann Stream ist und wann kein Stream ist, hier unter diesem Live-Video in die Videobeschreibung geschrieben. Für diejenigen von euch, die sich das schon irgendwie vormerken wollen. Ich habe ja in der Vergangenheit, wenn mir das gefühlt immer alles ein bisschen zu viel geworden ist, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, es ist schon wieder Freitag und gefühlt ist nichts fertig. Schon öfter darüber nachgedacht, ob man statt einem wöchentlichen Livestream nur einen 2-wöchentlichen Livestream macht. Und habe mich dann immer dagegen entschieden, weil ich dachte, kein Mensch weiß dann, ja, ob jetzt gerade die Woche ist, in der Livestream stattfindet oder auch in der kein Livestream stattfindet. Aber jetzt in diesem Monat geht es nicht anders. Ich traue mir was, ja, ja.
Ich dachte, ich muss das euch heute schon beibringen, in Kombination mit dem 15% Rabatt im Shop. Geht diese Nachricht vielleicht leichter zu verkraften? Nee, Spaß. Es geht einfach nicht anders. Es passt von den Terminen anders nicht. Und ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Ihr seid hoffentlich alle für die Sofortbenachrichtigung für den Stream quasi angemeldet, dass ihr nochmal eine E-Mail-Erinnerung bekommt, wenn Stream ist. Ich versuche, wenn ich dran denke, das natürlich auch auf Facebook und so zu posten. Aber ihr kennt das alte Lied. Nicht jeden erreicht es dann halt auch. Also ich habe das heute wieder gesehen. Man teilt es in der Facebook-Gruppe mit 8000 Leuten zum Thema Livestream heute Abend und es sehen am Ende 300. Also das ist halt einfach kein zuverlässiges Kommunikationsmittel. Ja, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich plotte natürlich trotzdem. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie 4 Wochen lang hier gar nichts mache. Im Gegenteil. Ich habe trotzdem jede Menge Projekte. Aber es passt mit den Terminen freitags einfach nicht anders. Die Mail ist angekommen. Sehr gut, sehr schön. Das ist immer gut, weil das jetzt ja automatisiert läuft, sage ich mal. Was da technisch passiert, ist, dass mein System 1 Stunde bevor der eingeplante Livestream stattfinden soll, quasi nochmal überprüft, ob der Livestream immer noch eingeplant ist oder ob ich ihn vielleicht gecancelt habe. Und wenn er immer noch eingeplant ist, dann kriegen alle, die für die Erinnerung angemeldet sind, eben automatisch so eine E-Mail geschickt. Finde ich super praktisch, weil ich einfach manuell nicht dazu kommen würde, 1 Stunde vor dem Livestream eine E-Mail zu verschicken. Meistens bin ich 1 Stunde vor dem Livestream nochmal mit unserem Hund unterwegs. Heute zumindest. Ja, insofern ist diese automatische Benachrichtigung da schon eine ganz feine Lösung. Für mich und hoffentlich auch für euch. Oh, die Petra hat gerade vergeblich versucht, die Nupsis in die Eier zu kriegen. Warum, Petra? Sind die zu klein? Sind die zu fummelig? Wenn dir diese Stecknupsis für diese Leuchteier zu fummelig sind, dann klebt zur Not. Muss sie kleben. Die sind schon ziemlich winzig. Aber daraus habe ich ja von Anfang an keinen Hehl gemacht. So, mehr Kleber und nochmal rein. Die Mitte hier kriege ich irgendwie nicht, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt versuche ich das hier umso schöner auch an den Rändern nochmal in Kleber zu legen. Wow, das habe ich verschmiert. Mit persönlichem Fingerabdruck von mir. Mitten auf dem Blatt. Das ist das Risiko, wenn man es hier reinpackt und mit den Fingern dann doch in den Leim fasst. Gut. Also ihr wolltet mir jetzt aber eigentlich mit euren nach Ostern ist vor Weihnachten bzw. vor Herbst sagen, ist nichts mit, ich plotte jetzt noch was osterrelevant wäre. Aber eigentlich ist es was, es ist kein Osterhase. Es wäre noch ein Körbchen. Ich habe einfach noch ein weiteres Blümchen für das Körbchen mit Blümchen gezeichnet und habe halt dieses Körbchen auch nochmal mit meinen neuen Klebelaschen testen wollen. Und das ist aber noch nicht testgeplottet. Und ja, das Körbchen ist an der Kontur so ein bisschen ostereiförmig, aber halt, wenn man das Osterei sehen will. Ansonsten ist es einfach ein ovales Körbchen. Insofern könnten wir das vielleicht doch noch einmal durch den Plotter jagen. Das kann eigentlich passieren, während das hier ein bisschen anzieht. Ich mal wirklich einen Schluck trinke. Ich lasse meine Kleberkiste in der Nähe, aber ich langweile euch jetzt nicht noch weiter damit. Ihr seht, ich bin trotzdem damit eigentlich ganz glücklich, wie das läuft. Und ich werde da meine anderen Teile auch nachher nach dem Stream noch ganz in Ruhe fertig kleben. Ich sortiere mir schon gleich mal hier die ich noch kleben muss. Und die ich jetzt schon geklebt habe. Ist eigentlich frech, ne, dass ich die Shopbilder auch von Sachen mache, die nur zu, weiß ich nicht, 95% fertig sind. Aber so ist es halt. Das ist die Realität. So, das ist die Blume, die haben wir zusammen im Stream gebastelt. Die habe ich demnach schon komplett zugeklebt. Sehr gut. So, dann mache ich hier einmal ein bisschen sauber und einmal ein bisschen Ordnung. Verlege hier die Sachen, die einfach nur trocknen sollen, einmal auf die andere Matte. Und zeige euch den Schmetterling. Dann gibt es noch was zu einem neuen Projekt zu sehen. Der liegt nämlich auch noch hier in der offenen Variante. Kann ich euch auch am Kopf schon zeigen, was euch da blüht. Da gibt es nämlich sehr feine Klebelaschen zu kleben.
Und ich bin inzwischen ja ein großer Fan davon, dass ihr von Anfang an wisst, auf was ihr euch einlasst. Kann man hier bei beiden Schmetterlingen jetzt eigentlich gleich ganz gut sehen. Guckt mal, könnt ihr das hier am Kopf erkennen? Da sind ganz viele feine Klebelaschen, die hier auf eine Spitze quasi zulaufen. Und das ist bei der Deko-Variante einmal oben am Kopf und einmal am unteren Ende. Aber das ist eben nötig, um diese feine kleine Rundung, die wir hier am unteren und am oberen Teil brauchen, auch wirklich abbilden zu können. Wichtig für diejenigen von euch, die das nächste Woche plotten wollen, schneidet bitte die Faltlinien nicht mit Überschnitt. Wenn ihr da den Überschnitt aktiv habt, dann ist der Schnitt hier an der Kante mitunter zu lang. Ne, für die Silhouette-Plotter-User unter euch, die Faltlinien bitte ohne Überschnitt umsetzen bei diesen Projekten, weil wir hier eben relativ schmale Klebelaschen haben, die wir aber brauchen, um hier besonders schön dieser Form folgen zu können. Und da ist es eigentlich auch wieder praktisch, dass die noch offen sind, weil ihr jetzt vielleicht sehen könnt, was mich hier umgetrieben hat bei der offenen Variante. Also das hier, da ist die Idee einfach, dass man den eben nicht nur als Deko hinstellen, sondern auch was reinfüllen kann, als kleine Geschenkverpackung sozusagen. Und dann hat man eben hier oben am Kopf und am oberen Teil vom Flügel nichts, was man zukleben müsste. Der bleibt da einfach offen. Er ist in sich auch ein kleines bisschen tiefer bei gleicher Größe, statt 3 cm, 4 cm, dass einfach leichter was reinpasst und dass man beim Zusammenkleben auch leichter, sage ich mal, hier innen reinfassen kann. Weil bei den Stapelblumen-Projekten, die alle diese gleiche Machart innen drin haben, haben wir ja hier an den Rändern komplett Auflagestreifen und haben damit da was unten drunter, wo man jetzt hier wirklich quasi einfach, sage ich mal, mit Schmackes diese kleinen Klebelaschen auch festkleben kann. So, ist das Teil hier innen drin aber einmal hohl, dann habe ich hier unten drunter logischerweise keine Auflagestreifen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach von oben da mit Power drauf gehen, sondern ich muss halt entweder den Finger hier unten drunter halten oder den Kleber auftragen, das Teil umdrehen, das hier von der Kante andrücken und dann wirklich von innen Druck auf die Klebeverbindung bringen. Das heißt, ich persönlich empfinde das vom Kleben her als ein kleines bisschen anspruchsvoller, weil man eben mit dem Finger, sage ich mal, den Gegendruckpunkt für die Klebestelle bilden muss. Aber ich fand es hier einfach ganz nett, eine Verpackungs- und eine Deko-Variante zu machen. Die Deko-Variante, damit es einfach schön zu den anderen Projekten dazu passt. Und die Verpackungsvariante, ja, warum nicht? Weil man einfach ja manchmal auch so kleine Sachen hat, die man gern verschenken möchte. Die Außenseite wird auch ziemlich stabil, weil man hier auch dann 3 Lagen Papier aufeinander klebt. Einmal die Innenform, dann hat man zwischendrin hier nochmal so einen Höhenausgleich. Der Höhenausgleich ist bei dieser Variante, finde ich, besonders sinnvoll, weil der euch eben genau hier auf der Fläche das angleicht, was die kleinen Klebelaschen an den Rändern auftragen. Das heißt, ihr habt dann einfach trotzdem eine komplette zweite Lage und dann kommt ja, wie hier schon aufgeklebt, nochmal eine dritte Lage außen drauf. Und dadurch hat man hier eine relativ stabile Außenseite. Bitte auch in 3D, du meinst für den 3D-Drucker, Annette, die Schmetterlingsform? Kann ich gerne machen, wenn dich das glücklich macht. Süß. Die 3D-Druckfront wächst, das ist sehr, sehr trollig mit euch. Okay, aber ich denke sonst vom Konzept her ist es, denke ich, klar. Bei dem Schmetterling ist es natürlich auch wieder so gelöst, ihr könnt jetzt nicht innen reingucken. Ich überlege, wartet. Ich mache es so, dass ihr innen reingucken könnt. Dass da innen drin auch wieder ein Platzhalter ist. Dann sieht man nochmal, nicht nur in der Theorie gesprochen, dann sieht man direkt, wie es innen drin ausschaut. Ist vielleicht ganz clever. Ist nämlich auch ein Auflagesystem wieder innen drin. Und schon ist es gut, dass ich es nur mit Kleberolle zugeklebt habe, weil ich es jetzt einfach wieder öffnen kann und euch nochmal zeigen kann, wie es innen drin aussieht. So. Und wir machen das einfach so. Ich schreibe euch das natürlich, sage ich mal, an das Shop-Produkt dran, dass da in Anführungszeichen offiziell keine Anleitung bei ist. Obwohl ich sagen muss, auch bei dem Schmetterling habe ich durchaus fotografiert, das Innenleben. Ich habe wirklich versucht, einfach quasi, während ich gebastelt habe, immer zwischendrin mal mit dem Handy wenigstens ein Bild zu machen. Und ich werde euch die Anleitung bei den Projekten auf öffentlich stellen, damit ihr selbst vorher sehen könnt, was da ist und was nicht da ist, damit ihr einfach abschätzen könnt, ob ihr euch das zutraut. Ich traue euch das voll zu, dass ihr das könnt, ohne dass wir das im Livestream komplett zusammen machen.
Ich biete euch aber natürlich wie immer an, wenn ihr an irgendeiner Stelle nicht klarkommt, fragt halt einfach. Wir sehen uns ja in der Woche nach dem Basteltreffen auch wieder ganz normal zum Livestream. Ich habe noch nicht genau festgelegt, was wir da machen. Wenn bis dahin nichts anderes anfällt, hätte ich noch das Deko Blume Marin für die Stehlampe-Projekt offen. Das habe ich schon so im Hinterkopf eigentlich für den Streamtermin. Sollte da aber irgendwo noch Erklärungsbedarf sein, dass ihr bei irgendeinem Projekt nicht weiterkommt, irgendwas nochmal sehen wollt, kann ich natürlich dann einfach in dem Livestream zeigen, was unklar ist. Ansonsten wendet euch einfach vertrauensvoll an die anderen Mitbastler in der Facebook-Gruppe, auch an dem Wochenende, an dem ich hier quasi anderweitig beschäftigt bin. Da sind so viele, die schon so viele von meinen Projekten gebastelt haben, dass man euch da sicher auch weiterhelfen kann. Aber so für alle Fälle biete ich natürlich auch an, dass ich es nochmal, guckt mal, im späteren Livestream erkläre. Schaut mal. Ist das nicht schön? Entschuldigung, das ist jetzt wieder der innere Monk, der sich einfach auch maßlos über die Innenkonstruktion freut. Ich habe eine Weile hin und her überlegt, wie ich das hier unten, sage ich mal, an dem unteren Ende vom Körper und am Kopf gut lösen kann. Aber wir haben hier wieder diese Einsteckstege. Ich kann hier mal einen rausholen. Die schauen so aus, also eigentlich habt ihr da so einfache Papierteile, die werden in der Mitte einmal zusammengeklappt und haben dann hier diese kleine Steckverbindung. Und was die einfach nur machen, ist euch hier diesen Platzhalter in der Mitte schön halten, damit die ganzen Auflagestreifen am Rand wirklich auch am Rand bleiben und man da genau das machen kann, was ich gerade versucht habe mit der Klebelasche zu zeigen, nämlich da wirklich schön Druck auf die Klebelasche zu bringen und hier unten drunter habt ihr diesen Zickzackstreifen, der den Druck eben schön aufnimmt und ihr könnt die Klebeverbindung gut feststreichen. Hier im Kopf und in dem unteren Ende hat man aber das Problem oder die Zusatzherausforderung, dass die Krümmung hier eigentlich zu eng ist, um da sinnvoll so einen Zickzackstreifen reinzustellen. Also ich habe Verschiedenes ausprobiert und war damit nie zufrieden, weil der Zickzackstreifen sonst zu viel Druck hier oben auf dieses Kopfteil gebracht hat und man es noch schwieriger hatte, sage ich mal, das dann schön zuzubekommen. Deshalb habe ich mich jetzt hier zum ersten Mal entschieden, da auch diese gleiche Einstecklogik wie am Rand zu verwenden. Und es sind bewusst mehrere, es sind 3 Stück, 2, die hier keilförmig zusammenlaufen, einer, der hier von der Mitte nach oben läuft, damit man eben hier durch diese Einsteckteile eine Auflagefläche bildet, sowohl oben im Kopf als auch hier im unteren Teil. Da muss ja auch irgendwie, sage ich mal, Stabilisierung rein, damit man auch da diese vielen kleinen, feinen Klebelaschen festkleben kann. Und das habe ich mit so einem Innenleben gelöst, das ihr einmal einsetzt und dann baut man diese Auflagestreifen einfach drumherum. Die sind alle gleich lang. Ich habe von diesem Zustand aber eben auch genau ein Foto gemacht, damit ihr das nachher gut nachvollziehen könnt. Die Streifen hier im Wechsel eingesetzt, damit man sieht, wie viele Streifen ich eingesetzt habe. Grundsätzlich ist es bei diesen Auflagestreifen immer so, dass ihr die Anzahl auch so ein bisschen variieren könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, da könnte noch was mehr rein, könnt ihr auch mehr reinmachen. Aber ich habe mir da eben wieder viel Mühe auch mit der Innenkonstruktion gegeben, um erstens hier zwischendrin auch eben so ein paar Auflagestellen zu schaffen, damit nicht das Ganze nur am Rand aufliegt und überall sonst komplett hohl ist und um wirklich eben auch die Bereiche hier unten, hier im Kopf oben und einmal unten möglichst gut zu lösen. So, jetzt habt ihr da schon mal das Innenleben gesehen. Könnt ihr euch vorstellen, da war ich auch ein bisschen beschäftigt. Und, ach so, bevor ich es zumache, vielleicht im Vergleich, das ist genau das. Das fällt bei der offenen Variante logischerweise komplett weg, ne, weil es eben keine obere Auflage gibt, sondern das Teil am Rand offen ist, gibt es keine Auflagestreifen. Und ich habe zwar schon als Vorschlag auch unter meinem Reel, ich habe das kurz gezeigt, dass ich mir überlegt habe, das irgendwie offen zu lassen, schon gelesen, dass ich doch vielleicht auch Streifen dazu machen könnte, die man temporär reinstellt. Das ist zwar grundsätzlich gar keine schlechte Idee, aber das scheitert in der Praxis daran, dass hier innen drin dann nichts ist, was euch den Auflagestreifen auch an Ort und Stelle hält. Das heißt, ich habe letzten Endes wirklich so geklebt, dass ich da einfach reingegriffen habe und mir das so gehalten habe, beziehungsweise das Teil umgedreht und so die Klebeverbindung festgestrichen habe. Nur, dass euch klar ist, dass es einfach vom Klebeablauf her ein bisschen unterschiedlich abläuft, auch wenn es von außen eigentlich quasi fast identisch ausschaut. Aber das eine ist eben komplett geschlossen und das andere ist seitlich offen und das führt einfach zu so ein bisschen der unterschiedlichen Handhabung. Heißt, die Teile für den Verpackungsschmetterling sind schneller geplottet, weil es weniger Teile sind, weil das ganze Innenleben bei der Verpackungsvariante halt einfach komplett wegfällt. So.
Und jetzt habt ihr wenigstens, jetzt wisst ihr eigentlich alles, was es zu wissen gibt zu dem Projekt. Seid gut vorbereitet. Könnt euch schon mal Gedanken machen, ob euch das grundsätzlich zusagt oder ob ihr glaubt, das ist euch mit den kleinen Klebelaschen zu fiddelig. Man kann das Projekt, glaube ich, auch ganz gut vergrößern, wenn man das möchte. Ich habe die jetzt halt in der Größe gehalten, weil ich es einfach nett fand, zu den Stapelblumen den Schmetterling nicht zu riesig zu machen. Außerdem haben wir schon einen größeren Schmetterling mit Reagenzglas-Option im Shop. Der ist aber sehr rund, deshalb hat der hier jetzt auch spitze Flügelchen bekommen, damit wir da ein bisschen auch eine Abwechslung drin haben. Und ja, seid ihr eigentlich schon ganz gut im Bilde, was euch da potenziell erwartet, wenn ihr motiviert seid. Ah, hier ist noch eine Lasche. Die muss noch raus. So. Und bei euch ist es wahrscheinlich auch gar nicht ganz so extrem fiddelig, sage ich mal, wie jetzt hier bei mir, weil ihr das Ding dann nicht 5-mal auf und zu macht, sondern man macht es einmal zu und dann ist es gut. Hier unten, die müssen auch alle rauskommen, brav. Und ihr habt es auch deshalb noch ein bisschen leichter, weil bei mir jetzt, sage ich mal, der Höhenausgleich schon aufgeklebt ist, weil ich natürlich nicht geplant hatte, das Ding nochmal zu öffnen. Und diese zusätzliche Ausgleichslage die ganze Form natürlich steifer macht. Das heißt, solange der Ausgleich nicht drauf ist, ist die Form natürlich weicher. Und ihr habt es leichter, das hier so ein bisschen drunter zu schieben. Ich habe es jetzt hier ein bisschen schwerer, weil das Teil einfach ein bisschen stabiler schon ist. So. Muss nur wirklich bei den ganzen Mini-Laschen aufpassen, dass die auch außen liegen. Und nicht irgendwo innen verschlappt gehen. Ich glaube, habe ich das Teil hier liegen für den Schmetterling? Dann würde ich den doch tatsächlich gleich noch richtig zukleben. Dann wäre der wenigstens jetzt einmal fertig. Weil ich glaube, nochmal aufmachen ist nicht die beste Idee. Wenn das dann in 2 Wochen jemanden interessiert, müssen wir den einfach zurück zu diesem Livestream schicken. Da kann man das Innenleben komplett sehen. Die Maren hätte gerne noch Schnörkeldeko. Für all die schönen Stapelblumen, Hausvögelchen, Schmetterling, für alles, Maren. Oh Gott. Du gibst mir mal 48 Stunden deiner Zeit ab und dann geht's los. Aber der Wunsch ist nachvollziehbar, weil mit der Schnörkeldeko, das macht schon auch echt was her. Das gebe ich ja schon zu. Weniger programmieren, mehr Schnörkeldeko zeichnen. Christine hat dir gleich mal beigepflichtet, Maren. Du hast direkt schon die erste Unterstützerin gefunden für deinen Wunsch mit der Schnörkeldeko. Oh nein, ich glaube, ich habe da immer noch ein kleines Eckchen innen reingeklebt. Mache ich das jetzt nochmal auf? Nee, ich glaube nicht. Ihr verratet mich nicht, oder? Ich verrate es keinem, wenn ihr es auch keinem verratet. So. Gesagt, getan. Wir kleben den jetzt einmal komplett zu. Damit das geschafft ist und dann, ja, dann liegt es bei euch. Dann dürft ihr euch wünschen, ob wir dann erstmal 3D-Druck gucken, was ich da die Woche so geschafft habe. Da brauche ich eigentlich sowieso nochmal eure Rückmeldung. Zumindest bei der Schmetterlingssache. Und dann könnte ich den Plotter nochmal anschalten. Ich überlege gerade so ein bisschen über die Reihenfolge und wie lange wir heute hier sein wollen. Wie viel Sitzfleisch ihr vielleicht noch habt oder vielleicht auch nicht. So. Die paar Stellen, die sich immer wieder komplett lösen, die klebe ich jetzt hier vorher schon so ein bisschen an. Damit ich gleich beim Zumachen nicht zu sehr kämpfen muss. So. Gerade hier vor allem den Kopf. Wunderbar. Und glaubt's mir, wenn man das zum ersten Mal macht, geht das alles noch viel entspannter, weil die Laschen dann einfach noch nicht so viel mitgemacht haben. So. Pinsel einmal hier hin vielleicht.
glätten wir hier die Stelle so ein bisschen. Und diese hier auch. Und dann brauchen wir, glaube ich, nochmal frischen Leim. Also ich sage ja immer, es ist leimintensiv, was ich hier treibe. Aber ich habe die zweite Schmetterlingsseite gar nicht. Ach, dann schalte ich den Plotter halt an. Dann schalten wir den Plotter halt auf jeden Fall an. Jana hat das beste Sitzfleisch, sagt er. Also es kann lange gehen. Ja, ja, ist schon klar. Ich präpariere mal kurz den Plotter. Wollt ihr kurz den Trinkpausesong hören, so lange? Ich glaube, ihr kriegt kurz den Trinkpausesong. Dann trinke ich einen Schluck und schmeiß einmal den Plotter an. Und ihr hört weniger Geruschel. Und wir sehen uns einfach gleich wieder. Guckt mal, ihr kriegt jetzt nochmal quasi eine Werbeunterbrechung. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Und weil ich gerade die Frage lese, Yummy Life fragt, ist gerade dazugekommen, in der Tupperbox, den Schwamm habe ich erst angefeuchtet, ja. Also ich mache das so, wenn ich die Box das erste Mal vorbereite, die hat jetzt lange in der Schublade geruht und wurde nicht benutzt und der Lappen war komplett trocken. Dann gehe ich einfach einmal mit dem Lappen zum Waschbecken, mache den feucht, wringe ihn aber richtig stark aus, sodass er wirklich nur noch ganz, ganz leicht feucht ist, dass man so eine kleine Grundfeuchtigkeit schon auf dem Lappen hat. Und dann kommt da richtig dick Kleber drauf. Viel Kleber und dann verteilen, einmal umdrehen, Kleber nochmal verteilen. Und dann ist es eigentlich schon relativ so weit, dass man es auch verwenden kann. Es hält wirklich ziemlich lange. Ich habe das nicht im letzten Winter, im vorletzten Winter wirklich auch über Wochen verwendet. Was ich mache, wenn ich das gerade nicht benutze, das zeige ich nachher auch gleich, wenn ich jetzt hier soweit fertig bin, ich decke das ab. Das heißt, ich nehme mir gerne eine Wassersprühflasche, sprühe da noch so ein bisschen Zusatzfeuchtigkeit drauf und dann kommt da einfach so ein bisschen Frischhaltefolie einmal oben drüber, um den Schwamm möglichst luftdicht in Anführungszeichen zu verschließen. So 100%ig luftdicht ist es natürlich nicht, aber dadurch trocknet es nicht so stark an. Und wenn man dann die Folie abnimmt, kann man eben das Ganze relativ leicht aufarbeiten, indem man eben wieder mit der Walze zweimal durchgeht, nochmal vielleicht einen Sprüher Nebelfeuchtwasser reinmacht, weil dieser Pronalholzleim ja auch wasserlöslich ist. Das heißt, selbst wenn der so ein bisschen stärker angezogen ist, sobald man da wieder ein bisschen Flüssigkeit dazu gibt, wird er wieder von der Konsistenz her flüssiger. Kann man ziemlich lange benutzen. Tatsächlich habe ich mir damit da vor 1,5 Jahren so ein bisschen die Walze versaut, weil ich den Fehler gemacht habe, die Walze mit in der Kiste aufzubewahren. Deshalb hatte ich hier diese Rostränder entwickelt. Aber man kann sie ja immer noch benutzen. Aber zu deiner Frage, wie lange das hält. Also bei mir hält es wirklich Wochen. Ich glaube, diese Kleber, der Holzleim zum Beispiel, die haben ja selbst Haltbarmacher in der Substanz schon mit drin. Und wenn man quasi darauf achtet, dass man da sauber in Anführungszeichen arbeitet, also einfach einen komplett packungsfrischen Lappen nimmt und jetzt natürlich nicht den Spüllappen von vorgestern in diese Kiste schmeißt. Also da jetzt nicht schon man sich nicht irgendwelche lebende Organismen schon mit in die Kiste bringt. Ich habe da noch nie Probleme mit Schimmel oder irgendwas gehabt. Das Einzige, was man wirklich hat, wenn man die Kiste viel zu lange stehen lässt oder vergisst, ist, dass dann eben doch der Lappen irgendwie von den Rändern her eintrocknet. Aber ich habe den Lappen zum Beispiel noch nie entsorgen müssen. Man kann ihn dann wirklich einfach wieder in warmes Wasser legen. Richtig schön warm, handwarmes Wasser, eine ganze Weile liegen lassen und dann löst sich der
Leim wieder so gut an, dass man den auswaschen kann. Also ist eigentlich eine ganz gute, ganz saubere Sache. Aber ich habe es halt nicht immer. Ich habe dann irgendwie immer so Phasen. Wenn ich viel zu kleben habe, macht das irgendwie total Sinn. Wenn ich aber jetzt gerade eher nur so punktuelle Sachen zu kleben habe, dann habe ich die Kleberkiste nicht immer am Start. Aber jetzt genau für den Anlass war es eigentlich gerade mal wieder gut, sie mal wieder zu reaktivieren. Die Petra hat auch noch ein paar Blumen liegen. Es kann also ruhig noch länger dauern, ich sehe schon. Ihr habt also sonst heute nichts mehr vor. Das ist doch schon mal sehr gut. Hier kann ich das mit der Sprühflasche vielleicht auch gerade noch mal zeigen. Ganz wichtig, wenn man jetzt da so zwischendosiert, ist mit dem Wasser immer eher sparsam umzugehen, weil das Wasser natürlich dann beim Auftragen das Material, das Papier einfach zusätzlich aufweicht. Aber wenn man eben das Gefühl hat, dass der Leim schon so ein bisschen angezogen ist und das passiert ganz automatisch, wenn die Kiste hier offen steht zwischen dem Arbeiten, dann kann man da einfach mit so einer ganz normalen Sprühflasche mal so eine Sprüherfeuchtigkeit reinbringen und das wieder so ein bisschen ausbalancieren, sag ich mal, was da an. Ne, und wenn du siehst, wie es mir jetzt gerade ging, nämlich dass dann der Lappen eigentlich mehr hängen bleibt an der Walze und nicht schön in deiner Kiste liegen bleibt, dann dreht man den ganzen Lappen einfach mal um. Dann pappt er wieder schön unten in der Kiste drin. Der kommt schließlich auch wirklich hier durch den Lappen durch. Der Lappen ist ja quasi offenporig, da dringt das Material auch wieder nach oben. Also ich finde, es ist eine ganz nette Sache, ist natürlich total Geschmackssache. Wir haben es hier im Stream schon so oft gehabt, dass wirklich Kleben und persönliche Klebevorlieben extrem hoch individuell sind, dass da jeder andere Dinge bevorzugt. Aber ja, gerne einfach mal ausprobieren. Und ich habe natürlich in der Zwischenzeit nicht geplottet, ich habe nur getrunken, weil ich hier erstmal meinen Illustrator starten muss und das dauert einen Moment. Während der hier in aller Ruhe sich öffnet, klebe ich schon mal noch ein bisschen weiter. So, aber das hat meine Frage nicht so ganz beantwortet. Plotten wir jetzt erst noch mal oder wollt ihr eigentlich lieber 3D-Druck sehen? Was ist der Plan? Perlmutt hat es auch geschafft. Guten Abend. Hallo. Willkommen. Ich bin immer noch fleißig am vor mich hinrödeln. So. Und schmeiß jetzt einmal für 2 Minuten neben mir den Plotter an. (3D-Druck) sagt die Annette. Annette, das hätte ich mir bei dir jetzt fast denken können. Ja, können wir aber zwischendurch machen. Da ist es auch realistischer, sag ich mal, dass es da zeitnah dann wirklich auch Resultate dazu gibt. Petra nimmt alles mit, genau. Ja, Tina hat auch schon länger den Dekowunsch geäußert zum Zeichnen, Tina. Volkwill-Projekte. Volkwill für was ganz Bestimmtes oder hilf mir nochmal auf die Sprünge. Ich versuche ja eure Wünsche und Ideen immer parat zu haben, aber manchmal klappt es halt nur so mittel. Ich klebe jetzt den Schmetterling noch auf, dann mache ich die Kleberkiste zu und dann gucken wir auf das 3D-Druckthema. Ich klebe jetzt gleich den Schmetterling noch auf. Da hat sich doch wieder mal dieses Gerät meine Einstellungen nicht gemerkt. Noch ein Durchgang. So, während der Plotter arbeitet, klebe ich meine Ränder noch der Reihe nach zu. Dann habe ich es hier nämlich gleich ein bisschen leichter. Auch für die Stapelblumen. Demnach hast du hier heute Mitstreiter gefunden, Tina. Ich wünschte immer, mein Tag wäre länger. Ich würde so gern alle eure Wünsche immer umsetzen, aber ich komme ja so schon immer nicht rum. So. Jetzt passt es hier auch mit meinem Schmetterling. So, ich arbeite mich jetzt hier einmal kurz drum rum. Dann wird der zugemacht und dann gibt es News. Habt ihr die Woche vielleicht sogar schon was in der Story entdeckt? Ich habe ja tatsächlich versucht, auch mal wieder was in die Story zu posten. Ich sag's euch. Der Tag könnte 48 Stunden haben und ich würde es nicht schaffen, all die Dinge zu tun, die man theoretisch tun muss, um irgendwie auch sichtbar zu sein, wie das immer so schön heißt. Ja, das ist gut genug, oder?
Den Rest macht die Kleberkiste. Also komm, Pinsel einmal abwischen. Gucken, ob der Schmetterling ganz reinpasst. Das wäre natürlich praktisch. Müsste aber, ne? Ja, klar. Jupp. Sehr gut. Einmal noch in die andere Richtung. Allgemein alle neuen Projekte. Alle neuen Projekte könnten mal Zeichenlinien vertragen, okay. Ich würde ja sagen, das ist was ich abends und nachts auf der Couch machen kann. Aber abends und nachts auf der Couch sitze ich meistens an, weiß ich nicht, noch an den 3D-Druckprojekten oder an irgendwas anderem. Wenn ihr meinen Tagesablauf sehen würdet, ihr würdet mich für irre halten. Also wenn ich dann um 3, halb 4 ins Bett gehe, nehme ich noch mein iPad mit und denke, ich kann jetzt noch was zeichnen. Das ist normal bei uns in dem Haus. Aber weit komme ich dann meistens nicht mehr. Dann bin ich dann doch irgendwann müde. So, komm raus. Komm raus aus der Kiste. Psst. Ja, zum Thema gut angezogener Leim. Einmal die Flügelchen links und rechts. So. Unten auch. Ich arbeite übrigens immer bei sowas gerne so von Spitze zu Spitze. Ich finde, an den Ecken kann man sich immer besonders gut orientieren, was die Positionierung angeht. So, gleiches Spiel wie gerade, einmal Druck auf die ganze Fläche. Ich habe bestimmt auch kreative Träume, nee, aber nicht. Ich träume nachts davon, wie ich meine Programmierungsprobleme löse in der App. Ich gehe tatsächlich, wenn ich abends dann endlich ins Bett gehe, dann drehen sich noch die halbe Nacht die Gedanken darum, wie welches Feature umgesetzt werden könnte. Ich bin ganz, ganz, ganz schlecht darin, das auch abgestellt zu bekommen. Das ist wirklich eine meiner großen Schwächen, dass ich eigentlich vom Aufstehen bis ins Bett gehen an meinen diversen kreativen Projekten arbeite und ja, nachts das Hirn daran weiterarbeitet. Also ich versuche eigentlich quasi, sag ich mal, abends dann noch so ein bisschen abzuschalten und runterzufahren, aber es gelingt mir ganz oft nicht so besonders. Aber das hat dafür gut geklappt. Guck mal. Zack, Schmetterling geschafft, der darf zur Seite. Darf einmal trocknen. Und ich mache meine Kiste noch zu. Und fürchte, dann muss ich meinen Mann ganz kurz auf eine Reise schicken. Der darf mir einmal die Walze sauber machen. Die wird zwar später noch sauber gehen, aber wenn man die jetzt zu lange liegen lässt, ist es natürlich müßiger, sage ich mal, die gereinigt zu bekommen. Und was mir hier oben in meinem Bastelbereich komplett fehlt, ist irgendwie fließend Wasser. Deshalb kann ich die hier nicht mal eben schnell selbst unter die Wasserleitung halten. So, wie gesagt, ich sprühe da jetzt noch so ein bisschen zusätzliche Feuchtigkeit rein. Und dann versuche ich meinen Lappen einfach möglichst schön abzudecken. Wirklich bis in die Ränder rein. Das ist einfach nochmal so eine zusätzliche Hilfe zum Verschließen der Frischhaltedose. Ich mal gucken, wie gut ich das hier selber hinbekomme. Das ist zu viel Leim, um das mit so ein bisschen Wasser, glaube ich, wegzubekommen. Ja. Also da seht ihr es schon, ne? Da seht ihr wirklich, dass wenn das an der Luft liegt, der Leim wirklich halt auch schnell und zügig anzieht. Das heißt, das drücke ich jetzt ganz schnell meiner besseren Hälfte in die Hand. Der darf das einmal unten für mich einweichen, damit ich es nachher fertig abwaschen kann. Aber wenn man das jetzt zu lange liegen lässt, dann trocknet es einfach zu sehr an. Der hat mich schon gehört, sehr gut. Einmal einweichen, bitte. Kannst abwaschen, wenn du es abbekommst, aber wenn du das Gefühl hast, du musst da jetzt ewig dran rumschrubbeln, legst es einfach in warmes Wasser. So, Deckel zu. Warum ich nicht den Expressleim verwende, ob der normale besser ist für Papier. Ganz einfach, wir sind so ein bisschen leidgeprüft, was das Kleben angeht. Ich habe früher mit dem Golden Fix Textilkleber geklebt und habe dann irgendwann mich echt zu Tode geärgert, weil sich der Golden Fix Textilkleber, wie der Name sagt, dann golden verfärbt hat.
Und der Classic-Holzleim, der Ponal Classic, der hat in seinem offiziellen Produktdatenblatt drinne stehen, dass er sich nicht verfärbt. Und mein lieber Papa, der sägt, Laubsägearbeiten, der hat eben auch gerne mit dem Expressleim geklebt und der hat leider auch an seinen Holzprojekten einige nicht so schöne Verfärbungen. Ich bin komplett auf dem Classic wegen dem Thema, dass die explizit angeben, dass der sich nicht verfärbt. Das ist der einfache Grund für die Entscheidung für genau diesen Kleber. So. Besten gleich noch ein bisschen mehr aufräumen, ne, bevor ich hier Sauerei mache. So. Und bevor ich jetzt hier weiter vor mich hin rödele, im Sinne von den Plotter nochmal anschalte, zeige ich euch eben jetzt doch erst die 3D-Drucksachen. Also, bei den Schmetterlingen, hatte ich ja gerade schon angedroht, brauche ich quasi einmal eure Rückmeldung. Ich ahne es schon, aber ist egal. Wir gucken. Wir gucken zusammen. Wir gucken zusammen. Hat geklappt. Also guckt mal hier. Eigentlich, die habe ich schon weggeräumt bei meiner Wegräumaktion, haben die Schmetterlinge ihr Loch zum Aufhängen bzw. Aufstellen oben und unten in der Mitte. Und ich habe letzte Woche schon erzählt, dass es ein bisschen blöde ist, weil oben unten in der Mitte habt ihr eben diese Einkerbung und eben keine exponierte einzelne Perle, die aber sehr praktisch ist, wenn man das auf diesen Ständer stellen will, weil der Ständer auch extra so eine Vertiefung hat. Und ich habe jetzt den völlig verständlichen Wunsch erhalten, dass es doch schön wäre, wenn der Schmetterling nicht nur gerade stehen kann, sondern wenn der eben auch so seitlich stehen könnte. Und habe dann jetzt in meiner Software nochmal lang hin und her gefrickelt. Liebe Grüße an der Stelle an die Alicia, die sich auch gerade ein bisschen mit Blender befasst. Ist dann doch immer alles aufwendiger, als man denkt, bis es wirklich integriert ist. Und ich habe dabei einen, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber vielleicht logistischen Fehler gemacht. Und zwar habe ich die Perle hier oben am oberen Ende geschlossen gelassen. Ich zeige euch das gleich nochmal aus der Nähe. Eigentlich sind die Perlenprojekte bis jetzt immer so gelaufen, dass man quasi ein durchgehendes Loch hat, von oben nach unten. Habt ihr auch schon genutzt für die verschiedenen Ständer, um zum Beispiel bei den Ostereiern mehrere Eier in Reihe ineinander zu setzen. Insofern fand ich das da ganz clever. Macht natürlich, sage ich mal, bei einer Perle, die ich jetzt hier unten an die Spitze des Flügels setze, keinen Sinn. Da gibt es keine direkt gegenüberliegende Perle oben, wo ich auch ein Loch reinmachen könnte. Deshalb habe ich hier wirklich dann das Zusatzloch nur unten reingemacht. Und weil ich jetzt dachte, wenn man es eh nicht durchfädelt, also wenn man sowieso keinen Punkt hat, wohin man das durchziehen will, wäre es optisch doch schöner, wenn die Perle hier am oberen Rand trotzdem geschlossen ist. Also wenn man hier keine Öffnung sieht und der Stab wirklich nur von unten reingesteckt wird. Mir ist erst hinterher gedämmert, dass das hieße, dass ich die normalen Steckspieße, ich überlege gerade, ob ich die hier irgendwo liegen habe, dass ich die normalen Steckspieße auch alle nochmal in der gekürzten Version für euch machen müsste. Weil wenn jetzt die Perle an der Seite geschlossen ist, dann ist natürlich die Tiefe der Öffnung, wo man das Ganze reinsteckt, kürzer. Und das hieße bei dem Steckspieß, dass da Luft entsteht, was blöd ist. Und deshalb ist es noch nicht. Deshalb ist es noch nicht im Download, weil ich dachte, oh mein Gott, da habe ich wieder was angefangen. Der nervige, ewige innere Daueroptimierer hat nur beschlossen, dass es doch vielleicht hübsch wäre, wenn da kein Loch in der Perle ist. Und ich habe aber nicht gleich durchgeholt, was das für die anderen dazu passenden Projekte an Konsequenzen hat. Ja. Also, ich hoffe erstmal grundsätzlich, dass euch diese Variante optisch auch gefallen würde. Also ich finde es schon ganz nett, weil man halt ein bisschen mehr Varianz, sage ich mal, reinbringen kann. Ihr seht die 3 Größen, groß, mittel, klein. Die habe ich euch aber in einem Livestream neulich auch schon vorgestellt. Und ich habe natürlich dann gleich für alle 3 Größen auch wieder einen Test gedruckt, habe aber wie gesagt erst im Nachhinein durchgeholt, dass ich dann die Steckspieße ändern müsste. So. Wie wichtig ist euch das mit den Steckspießen? Sagt doch mal was zu diesen... Bei der Martina sagt sie, die sind so passgenau, dass sie nur noch den kurzen für alles nimmt. Ah, du meinst jetzt hier innen rein. Warte, sorry, den muss ich doch noch mal suchen. Ich meine diesen anderen, nicht den hier, sondern, warte, diese hier. Ich und meine 15 Varianten immer, diese hier. Also die einfachen, flachen,
zum Reinpieken, die haben doch hier oben so eine Mindesthöhe. Zeige ich euch mit der anderen Kamera. Seht ihr das besser? Guckt mal. Also, ich hoffe, man hat meinen Rumgefabel überhaupt verstanden. Wenn ihr es nicht verstanden habt, fragt bitte nochmal nach. Sonst nützt ja meine Fragen und meine Hoffnung auf eine Antwort nichts. Wenn ich es nicht hinbekomme. So, guckt mal. Der Schmetterling hat jetzt hier oben an der Perle, die das Steckloch unten hat, kein Loch. So. Wieso bin ich da überhaupt drauf gekommen? Weil ich eure schönen Umsetzungen gesehen habe und gesehen habe, dass ihr oft die Farben wechselt. Das heißt, ihr benutzt für den Spieß unten eine andere Farbe als für das Perlenprojekt oben. Und da fand ich halt, dass es dann hübscher ist, wenn hier die Farbe nicht durchguckt. Die Antwort, die ich jetzt von euch will, ist eigentlich ganz leicht. Leben wir doch damit, dass es hier durchschaut, dann mache ich das Loch einfach durch und durch, dann passen die ganzen Steckspieße fertig. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Dann passen alle Teile aneinander. So. Oder ist es euch doch lieber, so wie ich fast befürchte, wenn hier oben eben der Spieß unten nicht durchschaut, weil ihr dann in unterschiedlichen Farben arbeiten könnt, ohne oben diesen Fleck von dem Spieß zu haben. Wenn dem so ist, dann müsste ich die Steckspieße kürzen. Das ist das, was ich eigentlich von euch wissen will. Und natürlich hoffe ich darauf, dass ihr sagt, ja, weiß ich jetzt nicht. So, hat mich nicht gestört bis jetzt. Ich warte mal, ob da was von euch kommt. Der Schmetterling könnte nicht so weit gekippt sein. Er soll gerade stehen. Nein, nein. Nein, nein. Von der Neigung her, Achtung, von der Neigung her ist da nicht viel zu rütteln. Da wird es jetzt wieder technisch. Ich habe die natürlich alle auch schon schön zugeklebt. Also, pass auf. Du hast, sag ich mal, ja einen gewissen Winkel. So. Und wie erkläre ich das am besten? Vielleicht bin ich da auch zu monkig. Mein Anspruch ist, dass dieser Steckteil kerzengerade in dieser Perle steckt. So. Und wenn du jetzt weiter hier rumwandern würdest, also versuchst, ihn etwas geräder zu stellen, also so, dann hat er halt quasi gar keine Neigung mehr. Dann kann man sich den ganzen Quatsch, finde ich, irgendwie auch sparen. Also, verstehst du, was ich meine? Da bin ich vielleicht auch speziell. Ja, er stünde dann nämlich eben so. Er steht dann doch wieder fast gerade, nur dass er nicht in der Mitte steht. So. Stört nicht. Das Loch stört nicht. Das wäre die beste. Und welchen Drucker ich für Anfänger empfehle. Die Frage kam gerade. Also ganz ehrlich, wer einfach einsteigen will, meine persönliche Empfehlung wäre da tatsächlich einfach der Bambu A1 Mini. Ich liebe das Ding. Der ist preiswert. Wenn es am Ende doch nicht das Richtige für einen ist, kriegt man ihn, glaube ich, auch zu einem brauchbaren Preis wiederverkauft. Und man hat einen Einstieg, sage ich mal, wie beim Plotter auch. Also man gibt 200 € aus und kann einfach mit dem Hobby loslegen und gibt halt nicht 500 oder 700 € aus. Also Bambu A1 Mini kann ich komplett empfehlen. Ich liebe das Ding. Ne? Also so von der Sache her. Mit diesem Schmetterling und der Neigung. Ich habe extra, kann ich euch das zeigen? Ich habe extra in Blender quasi was gebaut, wo ich den einzeln auf jede Perle drehen kann und gucken kann, welche am meisten Sinn macht. Und die hier unten macht halt gar keinen Sinn, weil dann hängt er einfach hier unten neben dem Ständer schief. Er soll ja schon oben drauf sitzen. Und da gibt es nicht viele Optionen. Da würde er noch schräger stehen. Also so. Außerdem habt ihr innen drin auch noch die Löcher für die Dübel. Das kommt noch dazu. Also ich habe mich zusätzlich auch noch bemüht, dem Dübel auszuweichen. Und das war das Resultat. Martina, ob das für mich so viel Aufwand ist, den Spieß kürzer zu machen? Nein, natürlich, ich kann den Spieß kürzer machen. Aber es sind 5 Spießlängen. Ich muss dann bei jedem Spieß noch eine kürzere Länge machen. Und ihr müsst nachher durchblicken, welchen Spieß ihr für was nehmt. Das ist immer das, was ich dann am schwierigsten finde. Deshalb liebe ich persönlich das eigentlich, wenn das systematisch alles so gut zusammenpasst, dass man sich selber möglichst maximal wenig Gedanken machen muss. Der war eindeutig zu kurz. Welche Version man jetzt verwendet. Verstehst du, Martina? Weil dann gibt es wieder den Spieß mit kurzem Steg und wie nennt man das dann, dass es dann auch jeder versteht, mit kurzem Steg, mit langem Steg und ja, also das ist das Gleiche, was ich neulich schon erzählt habe, dass ich einfach versuche,
das nicht überkompliziert zu machen. Ja, am besten eine für alle, genau, Heike. Das ist das, was ich sonst mir eben auch denke. Dann gibt es einfach ein durchgängiges Loch und fertig. Es ist schon wieder alles viel zu kompliziert. Ich mache das ehrlich gesagt einfach aus Goodwill, weil ich die Idee schön fand und dachte, blöde wie ich bin, ich packe euch das halt einfach in den Schmetterling-Download noch mit rein. Aber dann machen wir es vielleicht wirklich einfach so. Dann gibt es ein durchgehendes Loch. Wenn das von euch keinen interessiert hat bis jetzt, dann mag es gut sein. Achso, Heidi schreibt, die Idee von Gerd, den Spieß selber zu kürzen, ist gut. Die habe ich überlesen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist euch das nicht zu blöde? Also man sieht es ja am Ende nicht, ne? Weil man sieht die Spitze nicht. Wenn man den abschneiden würde, sollen wir ganz brachial sein, das kurz ausprobieren. Gerd, das ist natürlich Pragmatismus pur. Selbst schneiden reicht. Ihr seid die Härte. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Das würde ich euch von selber gar nicht vorschlagen. Warte, wo ist der Knipser? Oh, jetzt wird's brutal. Brachial brutal. Aber ja, also ich meine, das Plastik lässt sich natürlich trennen. Wird gleich hier am Großen ausprobiert. Wir gucken, wie viel ich abschneiden müsste, damit es stimmt. Ziemlich genau 2 mm. Weil ich ja weiß, dass ich eine 2 mm dicke Wand gelassen habe. So. Das waren jetzt eher nicht 2 auf einen Schlag. Man kann sich ja rantasten, ne? Das sind so Sachen, auf die Idee würde ich gar nicht kommen, zu sagen, ey, dann müsst ihr euch halt einfach den Spieß abschneiden. Eigentlich ist es schlau. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir meine Pfeile wünsche. Das ist immer noch zu viel. Ich bin zu vorsichtig. Knips jetzt, das ist jetzt also auch mal wirklich geschnitten und nicht nur gequetscht. Ja, jetzt passt's. Also wenn euch das glücklicher macht, als wenn das Loch oben rausschaut, die Wahl überlasse ich jetzt euch. Wenn euch das glücklicher macht, als wenn das Loch durchguckt, dann schneidet euch den Spieß einfach ab. Dann habt ihr eine kleine Zusatzoption und fertig. Dann müssen wir uns nicht allzu lange damit aufhalten. Ich kann euch die Schmetterlinge einfach reinladen. Und dann wäre es geschafft. Über was für Kleinkram ich mir immer den Kopf zerbreche, ne? Ja, ihr seid Bastler, das stimmt schon. Und tatsächlich, wenn ihr den Spieß so druckt, wie ich das empfehle, dann ist der auch komplett massiv. Also dann ist es wirklich auch komplett Plastik, sage ich mal hier vorne. Das heißt, das Kürzen, wenn man halt eine ausreichend stabile Zange hat, sollte eigentlich auch nicht problematisch sein. Also auf die Idee wäre ich wieder gar nicht gekommen. Wie gut, dass ich euch habe. Ne? Weil jetzt, seht ihr das? Jetzt geht es halt wirklich auch bis ran. Und wenn ich das eben nicht mache, dann habe ich hier oben die geschlossene Perle und dann ist halt hier Schluss. Und das muss einem jetzt auch wieder nicht stören, aber sorry, das ist wieder mein innerer Monk. Mich stört es jetzt wieder, wenn da halt irgendwo 2 mm frei stehen. Nicole sagt, sie weiß nicht, wie das ausschaut, wenn es raussteht. Warte, jetzt suche ich doch die Kiste. Moment. Ich habe die Perlenprojekte gerade eingeräumt eigentlich. Ich gucke, ob ich eins von den bunten... Hier kann man es sehen. Hier habe ich ein Beispiel. Ich sag's euch, räumt euer Bastelzimmer nicht auf, ihr findet nichts wieder. Also so geht's mir jedenfalls. Guck, jetzt damit kann ich meinen Punkt vielleicht besser klar machen. Habe ich ein durchgängiges Loch wie hier und habe jetzt ein pink gedrucktes Herz und einen weißen Spieß, dann stecke ich, achso, das ist der abgeschnittene, stecke ich den weißen Spieß hier rein. So, und dann habe ich halt hier in meinem Projekt immer diesen weißen Punkt von dem weißen Spieß. Genau das wollte ich hier vermeiden, indem ich bei der Variante, wo es ich habe hier keinen Sinn darin gesehen, bei der Version, das Loch durchgängig zu machen, weil ich dachte, wofür? Wo soll es hin? Ne? Ah, ich soll mal die Helligkeit ein bisschen runterdrehen, es ist zu weiß. Wartet, mache ich? Wow, das war die falsche Richtung. Auch solche Infos helfen mir. Sorry, da wackelt immer kurz die Kamera, weil ich dafür an die Kamera muss, mit dem ISO-Wert zurückgestellt. Das Problem ist jetzt aber, denke ich, klar geworden, oder? Hier mit durchgängigem Loch siehst du halt immer diesen Punkt. Sorry, ich bin wahrscheinlich einfach... ich bin einfach ein bisschen speziell bei solchen Sachen. Man könnte ja auch sagen, druckt einfach alles aus einer Farbe, dann sieht man das nicht. Dann wird der Spieß halt auch pink und fertig. Aber ich habe so schöne Umsetzungen von euch gesehen und habe dann gedacht, es ist halt auch nett, wenn ich das Ding in eine Grünpflanze stecke, kann ich den Spieß ja zum Beispiel, sage ich mal, auch grün drucken. Dann fällt halt die Halterung einfach viel weniger auf, wenn sie irgendwo drin steckt. Und
das ist nur so eine Kleinigkeit, genau, aber dann ist die geschlossene Kugel doch netter. Heike sagt auch, man kann den Acrylstift oben auch pink malen. Das stimmt, man könnte den auch anmalen. Die Heidi findet die geschlossene Kugel besser. Es tut mir leid, dass ich euch eure Zeit klaue mit solchen Kleinigkeiten. Das sind halt die Kleinigkeiten, die mich in meinem Alltag hier umtreiben. Und trotz 3 erfolgreich gedruckter Schmetterlinge dazu führen, dass das Ding noch nicht hochgeladen ist. Weil für mich genau diese Frage bitte erst geklärt sein sollte. Ja, die Nicole sagt, jetzt wird sie, glaube ich, auch stören, jetzt kann sie mir folgen. Ja, es ist doch immer besser, wenn man es sehen kann, ne? Wenn man einfach wirklich sehen kann, um was es geht. Geschlossene Kugel. Viel schicker. Gut, also dann ist der Deal der. Ihr kriegt die Variante mit der geschlossenen Kugel, die packe ich nachher nach dem Stream noch in den Download. Wer noch Lust hat, hier irgendwie noch Schmetterlinge zu fliegen zu lassen, der kann noch Schmetterlinge fliegen lassen. Und ihr kürzt euch zur Not diese Steckspießgeschichte einfach, wie ich hier Schnipp-Schnapp Seitenschneider, so ein kleines Stück selbst. Zumal ich hier wirklich, wenn ich den jetzt auch wirklich draußen irgendwo hinstellen würde, ne, ihr seht es selbst, der ist so groß, der hat eben auch Gewicht und, gucken wir bitte von vorne nochmal gemeinsam drauf, guckt mal, zum Thema, weshalb ich den nicht von Anfang an asymmetrisch positioniert habe. Ihr habt jetzt natürlich auch nicht perfekt links-rechts austariertes Gewicht, während bei der Variante, bei der das Motiv genau mittig unten, sag ich mal, den Spieß hat, ist links und rechts alles gleich schwer. Versteht ihr, was ich meine? Das ist vom Gewicht her komplett ausgeglichen. Das ist hier anders. Also so tief wollte ich dann doch nicht einsteigen, dass ich jetzt den perfekten Schwerpunkt gesucht habe, um da irgendwo den Spieß anzubringen. Sondern ich habe es versucht, nach Optik, Logik, passend zu den Dübeln, die innen drin verlaufen, ohne auch alle Dübel nochmal versetzen zu müssen, das einfach zusätzlich einzubauen. Worauf will ich raus? Ich würde es hier ankleben. Also ich würde hier halt einen Punkt Kleber unten in diese Perle reinmachen, dann meinen Spieß dran stecken und würde es wirklich ankleben, damit es eben auch sitzt. Und bei der Variante könnte es jetzt durchaus Sinn machen, sage ich mal, den auch quer zu stellen, also so, weil man dann links, rechts mehr Stabilität hat. So. Silvio sagt, mach doch einfach alle 2 mm kürzer. Ja, wenn ich aber alle 2 mm kürzer mache, dann hat man ja oben eine Lücke an der Perle. Das ist doch auch nicht besser, oder? Ja, 1000 Möglichkeiten. Und wie gesagt, mir ist halt immer wichtig, dass man am Ende selber noch durchblickt. Ihr habt es jetzt alle gehört. Ich wollte eigentlich wegen so einem Zusatzding, wo ich einfach nur versuche, einen Kundenwunsch zu erfüllen, gar nicht so ein riesen Thema aufmachen, aber das sind die Kleinigkeiten, die mich dann halt umtreiben. Ich zeige euch mal noch, was ich mit dem 3D-Drucker die Woche noch ausprobiert habe und ihr sagt mir mal, was ihr davon haltet. Also, für Ostern ist es jetzt, ist mir schon klar, ein bisschen spät, aber ich hatte auch das Osterei noch in eine 3D-drucktaugliche Form gebracht und habe da vor allem was ausprobiert, wo ich selbst noch nicht perfekt schlüssig bin, wie sehr ich es mag oder nicht mag. Ich habe hier eins von meinen Folienmotiven in das 3D-Modell integriert und habe das quasi aus der Vorderseite ausgeschnitten. Gedruckt wird das Ganze mit der Seite nach unten. Dadurch entsteht, und ich bin wieder nicht sicher, ob ich das hier so richtig schön für euch eingefangen bekomme, zwischendrin in den Lücken so ein bisschen so ein komisches Muster, sag ich mal, weil da ja quasi eine Lücke ist beim Druck, weil er eben diese Fläche mit dem Blümchen als erstes aufbaut und dann zwischendrin diese Schnüre quasi die Brücke bilden. Das heißt, irgendwann ist er an dem Punkt angekommen, dass er anfängt, die komplette Fläche zu verschließen. Und wenn er anfängt, die komplette Fläche zu verschließen, druckt er ja hier zwischendrin, wo ihr das Motiv so durchseht, quasi über Luft, über nix. Und dadurch kriegt man da so ein bisschen so eine komische Struktur. Das habe ich noch nicht schöner hinbekommen als so. Heißt aber halt auch, dass man das theoretisch beleuchten könnte. Also da könnte man jetzt wahrscheinlich, das habe ich noch nicht probiert, auch wieder Lichterkette reinmachen. Die können wir gerade mal aus der Tulpe rausnehmen und da mal reinschmeißen. Weil hier das Material jetzt in den Zwischenräumen halt auch nur halb so dick ist, müsste da entsprechend physikalisch korrekt das Licht einfach stärker durchfallen. So, jetzt ist das nicht mehr die stärkste Lichterkette. Das heißt, ich muss außenrum mal das Licht ziemlich dunkel machen, damit wir mal sehen, ob das hinhaut. Die Keylights mal aus. Oh ja!
Da freue ich mich doch jetzt direkt selbst. Doch, das ist jetzt ja dann doch ganz süß. Also ich habe mich wieder unheimlich an so Kleinigkeiten wie dieser Struktur gestört. Das hat mich irgendwie genervt. Und ich habe gegrübelt, wie man das anders machen könnte. Ob man es nicht doch andersrum liegend drucken sollte. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich nehme euch halt einfach mal mit und frage euch und zeige euch das Resultat. Also so schaut es jetzt aus. Mit dem Negativ quasi auf der Vorderseite. Bei den Blümchen war ich komplett fein damit, sage ich mal, dass die einfach glatt und geschlossen sind. Aber bei den Ostereiern habe ich halt gedacht, da könnte es noch irgendwie so eine kleine Zusatzveredelung gebrauchen. Und auf der Rückseite ist auch gar nichts. Also ich habe es jetzt halt einfach mal am Deckel quasi, habe ich es ausprobiert und habe da das als Negativ reingelegt. Ja, beleuchtet ist es jetzt irgendwie auch mein Fall. Unbeleuchtet fand ich es irgendwie noch ein bisschen unspektakulär. Na gut, okay. Also die Antwort ist, da muss halt einfach noch eine Lichterkette rein. Wie süß, Lachmati schreibt, sie hat sich gerade verliebt. Sabine, das Osterei gibt es schon als Ei für Papier. Das Motiv, das da drauf ist, ist eigentlich ein Folienmotiv von mir, ist ein Blumenfolienmotiv. Das heißt, theoretisch, wenn du sowas Ähnliches gern aus Papier umsetzen möchtest, kannst du das Ei plotten und hast völlig meinen Segen, das Blumenmotiv von mir da einfach vorne drauf zu kleben. Du siehst, es ist so geklebt, dass ich da natürlich Kanten eingeprägt, dass hier quasi Kanten überstehen, die man dann wegschneiden müsste. Ich wollte es, wie gesagt, einfach nur mal ausprobieren. So. Und dann habe ich noch was Blumiges gemacht, aber ganz anders blumig. Und es kann jetzt nicht dagegen anstinken, weil es kann nicht leuchten. Oh, sorry. Oh, das ist jetzt aber hell. Entschuldigung für die leichte Blendung. Ach, doch. Es kann jetzt doch mehr, als ich dachte. Okay. Das andere, womit ich mich rumgeschlagen habe zum Thema Blender lernen, gehen wieder liebe Grüße an die Alicia raus. Ich wollte gerne ein 3D-Blümchen mal noch der anderen Art machen, weil ihr seht, sag mal, bei diesen Projekten ist alles eigentlich sehr geometrisch von der Grundform her, ne? Flach und schlicht und der Deckel ist genau 2 mm dick. Da ist nichts irgendwie organisch ausgeformt, das ist alles komplett eben. So. Ist in Blender gemacht. Ich mache alle meine 3D-Projekte in Blender. Und ich habe aber auch mal mit was spielen wollen, was weniger komplett glatt und geometrisch eben ist. Hier wollte ich euch mal einen Fail zeigen, damit ihr auch seht, dass ich auch selber immer viel ausprobiere und auch nicht immer alles klappt. Ich habe hier eigentlich mit dem gleichen Problem gekämpft, mit dem ich bei den Ostereiern auch gekämpft habe, nämlich dem Überhangwinkel. Hier unten ist quasi die Steigung einfach zu flach, als dass der 3D-Drucker das schön drucken kann. Das heißt, man hätte von der Idee her das vom Motiv her so ein bisschen mehr abschneiden müssen, sag ich mal, bis man hier ankommt. Und dann habe ich einfach bei der Blüte die Blätter noch mal ein bisschen mehr nach außen geklappt. Ich weiß selbst noch nicht, was ich damit mache. Das ist jetzt einfach nur mal ein Schälchen. Ich habe schon überlegt, ob ich noch irgendwie eine Unterseite dafür hinbekomme, dass man es dann doch wieder so auf den Spieß stecken und als, weiß ich nicht, Bienentränke oder sowas rausstellen kann. Aber ich habe einfach mit der 3D-Modellierungssoftware gespielt und habe mich eben hier bemüht, mal wesentlich organischere Formen herzustellen. Ihr seht es vielleicht auch, dass die Blütenblätter hier außen sehr flach enden, dass das in der Qualität vom Druck her trotzdem sehr gut geworden ist, obwohl ich hier wieder nichts Besonderes gemacht habe. Genau die gleichen Einstellungstricks, die ihr sonst von mir kennt, im Sinne von eine feine Druckeinstellung. Ich glaube 0,16 habe ich hier genommen und dann vielleicht sogar noch eine adaptive Schichthöhe, das müsste ich noch gucken. Aber ich fand das Resultat einfach süß. Und ihr kennt es sonst von mir bei den Plotter-Projekten. Ich liebe ja Weiß in Weiß mit Weiß und Weiß. Und entsprechend wollte ich hier einfach mal ein Projekt bauen, das einfach durch die Struktur, sage ich mal, lebt. Und ja, es ist jetzt da geht jetzt keine Lichterkette rein. Ich weiß, es stinkt jetzt ab im Vergleich zu dem beleuchteten Ding. Aber ich war trotzdem eigentlich ganz stolz auf mich, dass das so gut geworden ist, dass es stabil geworden ist, dass mir das mit den dünnen Blütenblättern hier an den Rändern auch so gut geglückt ist. Ja. Und es ein komplett anderer Modellierungsansatz logischerweise als hier bei den sehr geometrischen Sachen. Ich probiere halt für mich auch einfach gerade noch ganz viel aus. Alicia fragt, ob ich sculpte oder mache ich das normal im Layout-Modus sowas. Was von beidem? Also ich baue, Alicia, fast alles ganz normal im Layout-Modus. Auch daran ist eigentlich noch nichts gesculptet. Auch das ist eigentlich nur mit einem Subdivision Surface Modifier und 5 anderen Tricks
gebaut. Ich bin nicht so der typische, der das komplett von Hand sculptet in Blender. Obwohl da auch noch was gehen würde. Also hätte ich durchaus auch mal Lust drauf. Aber deshalb sage ich, ich benutze es ja seit Jahren und ich baue eigentlich eher, wie erkläre ich das, so technische Ketten in Anführungszeichen. Zum Beispiel für diese Perlenprojekte, die ich hier gebaut habe, habe ich quasi ein komplettes System mehr oder minder in Blender entwickelt, das es mir ermöglicht, aus Pfaden darauf diese Perlen anzuordnen, die Aussparung unten drunter für die Dübel anzuordnen, dass ich jetzt so erweitern musste, um diesen Wunsch zu erfüllen, dass ich, sage ich mal, die Aussparung für den Steckteil auch frei bewegen kann, weil bisher war das quasi hardcodiert in Anführungszeichen so, dass es immer auf der ersten bzw. letzten Perle des Segments sitzt und diese Systeme dann so adaptiv anzupassen, dass du das auf einmal ändern kannst, also dass es nicht mehr hier die Mitte ist, sondern dass du das frei auf deiner Form rumschieben kannst, das ist schon Next Level. Also da muss man sich relativ lange, sag ich mal, mit Blender beschäftigen, bis man da überhaupt durchblickt. Aber ich sage auch ehrlich, ich lerne da wirklich auch jede Woche noch was dazu. Immer wenn ich eine komplett neue Aufgabe angehe, lerne ich da irgendwie was dazu. Ja, so. Also das war 3D-Druck-Thema für diese Woche. Mehr gibt es beim 3D-Druck leider nicht zu sehen, aber glaubt es mir, das war schon anspruchsvoll genug, weil ich dann eben gerne auch immer ich arbeite quasi vom Kopf her von Anfang an in Systemen. Das heißt, wenn ich sowas baue, dann baue ich das nicht einmalig und modelliere da stundenlang dran rum, sondern ich baue immer gleich ein System, in dem ich jetzt theoretisch zum Beispiel das Motiv austauschen kann oder die Grundform austauschen kann. Einfach, dass die Arbeit, die ich da einmalig reinstecke, am Ende auch irgendwie mehr bringt. So. Einmalig modellieren habe ich jahrelang gemacht und jetzt bin ich so ein bisschen auf der nächsten Stufe, wo man dann eher sagt, okay, man guckt, dass es immer alles direkt ein sinnvolles System ergibt. Bunt und größer als Vogeltränke. Ja, das war jetzt wirklich auch der Test quasi in Mini. Das geht natürlich selbst mit dem Bambolab A1 Mini. Das ist ja meine Druckerempfehlung, sag ich mal, für die absoluten Einsteiger, die klein anfangen wollen, geht es deutlich größer. Aber ich wollte es halt erst mal überhaupt ausprobieren, was für eine Qualität rauskommt, weil ihr seht es hier außen wirklich. Ne, da ist nicht so unheimlich viel dazwischen. Schaut mal, in der Mitte hat sich eigentlich gar nichts geändert. Aber die Blütenneigung oben, die Blattneigung hat sich geändert. Hier unten ist irgendwie so eine Art Anschnitt dazugekommen. Und schon bin ich bei einer ganz anderen Druckqualität gelandet. Und das teste ich dann immer gern erstmal in so einer kleinen Variante, bevor ich es dann eben später größer drucke. Ich bin ganz happy eigentlich damit. Also ich hatte halt keine Ahnung, ob ihr Verwendung für sowas habt. Deshalb dachte ich zeige es einfach erstmal im Stream. Barbara schreibt schnell damit in den Shop. Welches von beiden, Barbara? Das Osterei? Nein, für Ostern ist es zu spät. Ich weiß schon Bescheid. Ich überlege aber, ob man nicht sowas in der Art trotzdem noch machen könnte. Eigentlich zum Thema System würde es mich jetzt in den Fingern jucken, vielleicht anstatt eines Ostereis einfach eine Art sechseckige Wabe zu drucken. Dann könnte man die nämlich stapeln und dann da so verschiedene Motive reinzumachen. So. Dann kann man hinter sich so eine komplette Motivwand aufbauen mit verschiedenen Motiven. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Das eine nur nicht fertig, nur nicht im Shop, aber ich habe schon wieder 538 neue Ideen. Ach Gott. So, es ist 9:45. Jetzt liegt es an euch. Wir können jetzt umswitchen und können sagen, wir gucken jetzt Kundenfotos. Oder wir könnten noch kurz plotten. Ich bin hin und her gerissen, weil es ist eigentlich schon ziemlich spät. Und es gibt wieder schöne Fotos zu gucken. Aber ich weiß auch genau, weil ich mich selber gut genug kenne, dass wenn ich dieses Körbchen heute nicht teste, das schlechte Karten hat, jemals nochmal von meiner Festplatte runterzukommen. Ich weiß es nicht. Was machen wir? Ich glaube, ich plotte noch. Ich schalte den Plotter zumindest schon mal an. Wir müssen ja nicht auf den Plotter warten. Wir können ja vielleicht währenddessen einfach schon mal Kundenfotos schauen. Und dann kann, wer hinterher keinen Bock mehr hat, einfach gehen. Also ihr dürft natürlich jederzeit sagen, ihr habt keinen Bock mehr und gehen. Aber dann habe ich für mich selber es wenigstens gemacht. Ich bin da in letzter Zeit ein bisschen egoistisch, ich weiß. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber nur ein bisschen, um ehrlich zu sein. Es tut mir nur ein klitzekleines bisschen leid. Ach ja, lasst mich mal kurz gucken. Ich will mir gleich noch... mache ich das wieder weiß? Ich weiß es nicht. Ich und meine... Geht es euch auch so? Manchmal ist es schon schwierig, sich auch nur auf eine Farbe festzulegen. Ja,
Ich hoffe immer, das ist okay für euch, aber letzten Endes denke ich, ja, ich nehme euch bei meinen Bastelwerken jetzt einfach mit, so wie es halt gerade kommt. Ich sag's ja sonst immer, sonst gäbe es dann immer gar keinen Livestream, wenn ich irgendwie 1000% fertig vorbereitet sein müsste und das nur funktioniert, wenn wir zusammen, wenn ihr mitbasteln könnt. Manchmal bin ich einfach mit allem noch nicht so weit, so wie heute. Und dann kann man halt nicht mitbasteln, aber man kann schon mal sehen, was noch kommt oder vielleicht noch kommt. Und meine verworrenen Gedankenprobleme live miterleben. So. Ja, Annika sagt plotten, ja, ich bin nächste Woche nicht da, das stimmt. Das Ei am besten morgen noch in den Shop, dann reicht es noch auf Sonntag zum Verschenken. Ihr seid ja geil. Also wenn ihr daran wirklich Freude habt, dann mache ich euch das wirklich noch shopfertig. Aber das mache ich dann tatsächlich noch heute Abend, dann, dass ihr wirklich morgen den Drucker anschalten könnt. Ich war nicht sicher, sage ich mal, weiß ich nicht, wie euch das gefällt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich was in der Machart gemacht habe, aber die Lichterkette hat es jetzt wieder gerettet, ne? Einmal Lichterkette rein und schon schon passt das Ding. So. Plotter läuft. Ich mache jetzt ganz kurz, ihr kriegt jetzt noch mal kurz den Trinkpause-Song, so lange mache ich die Kundenfotos auf. Ich bin nur immer so ein bisschen gehandicapt, habe ich festgestellt, weil ich ein bisschen doof wie ich bin, euch den Bildschirm dann teile. Und immer wenn ich dann aber irgendwas klicke, kriegt ihr zwischendrin kurz irgendwie einen anderen Screen zwischen rein. Das ist irgendwie noch nicht so ideal gelöst. Da müsste ich an die Technik noch mal ran. Aber naja, kommt Zeit, kommt bessere Streamübertragung. Ihr müsst da durch, dass es dann manchmal einfach nur Standbild gibt. Oder auch nichts zu sehen. Ja, ich tue mein Bestes. Aber es ist manchmal bin ich dann selbst ein bisschen kritisch damit. Ja, okay, aber das scheint zu funktionieren. Also ihr kriegt jetzt noch mal hier ganz kurz, wenn ich das hinbekomme, das süße, kleine, wackelnde Küken. Ja, mit der Einladung natürlich gern, euch schon mal im Shop umzugucken, um kurz den Trinkpause-Song und gleich geht's weiter. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Also es ist fast soweit, aber noch nicht ganz. An der Stelle muss ich gleich mal die Aufgabe an meinen Mann weitergeben, dass ich eine Special Extended Edition von unserem Trinkpausen-Song brauche. Vielleicht muss der auch der Kundenfoto-Freischaltesong heißen dann. Ihr seid irre, ihr wart wieder sehr fleißig. Ich liebe das sehr, dass ihr den Stream offensichtlich auch nutzt, um euch nochmal hinzusetzen und mir Bilder hochzuladen. Das heißt nur, dass ich dann auch immer wirklich doch einen kleinen Moment länger brauche, bis ich mich hier durchgearbeitet habe. Aber ihr seid ja Gott sei Dank immer sehr geduldig mit mir. So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich klicke nochmal. Das sieht gut aus, denke ich. Gut. Dann mache ich uns doch auch gleich mal einfach die Kundenfotos auf. Und hoffe, dass ich das dann hier unten auch direkt hinbekomme. Wartet. Die schweben einmal ein. Sie schweben einmal ein. Hier so. Tada. Ja. Jetzt muss ich noch sehen, was ihr seht. Sehr schön.
Ich freue mich wie verrückt, dass ihr da so fleißig mitmacht. Ihr seht, die 3D-Druckmanie greift um sich. Ich liebe es sehr. Und ich bin selbst auch immer noch ganz verliebt in diesen Perlenblumentopf. Ich hätte auch tatsächlich Lust, da noch weitere Varianten, noch so einen gebauchten und so ein. Aber der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden. Darum gibt es die noch nicht, aber vielleicht gibt es irgendwann nochmal Nachschub. Freue mich sehr darüber, dass es bei euch auch so gut ankommt. Also an der Stelle vielen Dank, Elke, für das Foto. Auch von der Elke, die hat hier auch die Stapelblümchen gedruckt. Und auch beim Gerd durfte der Blumentopf einziehen. Er hat ihn auf 80% skaliert und sehr spannend, danke Gerd, dass du das dazu geschrieben hast, im Vasenmodus gedruckt, im Vase-Mode, mit einer Schichthöhe von 0,1 und die Breite der Linie hochgestellt auf 0,6 mm, vorgesehen für Kunstblumen. Gerd, das ist super geworden und Gerd, ich habe tatsächlich auch echt überlegt, ob ich mir noch mal eine breitere Düse bestelle, aber wenn du schreibst Breite der Linie 0,6, wäre für mich noch ganz spannend, ob du einfach nur die Breite im Slicer hochgestellt hast, das kann man ja machen, oder ob du wirklich auch auf eine breitere Düse gewechselt hast. Kannst du mir gerne noch mal reinschreiben, wenn du noch dabei bist. Ach, wie schön, das ist so nett mit euch zusammen, das Thema zu erkunden, das macht mir einfach Spaß. Die Petra hat auch Stapelblümchen gedruckt. Sehr schön. Das ist schön, weil die sich auch vermehren, Petra, ne? Und auch von der Petra auch geklebt. Und wie witzig. Wie süß. Da sieht man dann den Livestream hinten dran aktiv, ja. Das sind Ach, wie schön. Also es freut mich sehr, dass ihr da nebenbei auch kreativ aktiv seid und immer auch gleich Bilder hochladet. Mega. Auch noch ein Blümchen. Noch ein Blümchen. Und von der Martina auch noch mal richtig cool gebastelte, also gebastelt im Sinne von geplottete Blümchen mit selbstklebendem Stoff als oberste Lage. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Wäre spannend, Martina, mit was du das geschnitten hast. Ob das der Plotter einfach so kann. Ist jedenfalls sehr cool geworden. Gerd sagt, ja, mit der 04er Düse gedruckt. Danke, Gerd, für die Rückmeldung. Mega. Müsste ich auch mal probieren. Würde mich auch mal interessieren. Aber dicht wird es wahrscheinlich am Ende auch nur mit Behandlung, ne? Würde ich jetzt tippen. Lachmarti ist noch auf der Suche nach einer Lichterkette für den großen 3D-Druck-Tunnelkartenrahmen. Da kannst du eigentlich gefühlt so jede 30er Drahtlichterkette zum Beispiel nehmen. Die habe ich da einfach genommen. Suche ich dir aber sonst noch mal, wenn du da was Genaues brauchst. Tunnelkarten, 3D-Druckrahmen steht noch auf meinem To-Do-Programm, weil da die sechseckige Variante auch immer noch fehlt. Hier gibt's Blümchen von der Astrid und guckt mal, die Astrid hat auch eine ähnliche Idee gehabt wie ich. Die hat nämlich hier ein Folienmotiv anteilig quasi auf die Tulpe gepackt. Das ist meine Sonne, die hier auf der Tulpe sitzt. Da müssen wir uns irgendwann noch mal über die Nutzungsbedingungen unterhalten. Ich liebe das Resultat total und ich habe das jetzt ja bei meinem 3D-Druckprojekt selber gemacht. Oh, wenn ihr das irgendwie öfter braucht, dass ihr gerade bei den Folienmotiven nur so Abschnitte irgendwo draufsetzt, müssen wir das vielleicht mal offiziell in den Nutzungsbedingungen auch erlauben. Weil ich finde die Resultate immer super schön und ich hänge natürlich auch nicht an jedem Schnippel von so einem Folienmotiv. Diese Keine-Änderungen-Regel in meinen Dateien ist eigentlich nur dem geschuldet, dass ich nicht 1000 Einzelfallentscheidungen treffen will und es dann so schwierig ist, weil viele machen es halt irgendwie schön und nett und der Nächste kommt und amputiert dem Einhorn das Horn und dann bin ich schon wieder nicht mehr begeistert. Deshalb ist diese Gratwanderung so schwierig. Aber diese Tulpen sind wunderschön geworden. So. Die Kirsten hat Hasis gebastelt. Guckt mal, die Hasis sind auch Rudeltiere. Gleich viele davon. Kirsten, was hast du da drauf gepackt? Das ist Flockfolie. Sehr, sehr schön geworden. Alle miteinander. Sehr, sehr hübsch. So, die Franziska war auch super fleißig. Liebe Franziska, lieben Dank für die vielen Fotos von diesem wunderschönen Ei und dem Teil, das offiziell Kugelhalter im Shop heißt. Ihr würdet mich auslachen, aber ich habe mir selbst quasi einen Wolf gesucht, um meinen eigenen Kugelhalter in meinem Shop wiederzufinden, weil der irgendwie offensichtlich schlecht verschlagwortet war. Also der ist vielleicht ein Tipp für andere beleuchtete Projekte, wo man einfach nur das Lichterketten-Batteriefach verschwinden lassen möchte. Und Franziska hat mir gleich einen ganzen Schwung Bilder geschickt. Die blättere ich jetzt einfach mal so nebenher durch. Die sind alle toll geworden und daraus wird sicher auch der ein oder andere Pinterest-Pin gebaut. Sehr schön.
So, die Silvia war auch fleißig und ist inzwischen zufriedener mit sich, habe ich in der Facebook-Gruppe gelesen. Die war ja ziemlich kritisch, wenn es um ihre geklebten Blumen geht. Silvia, die sind wunderschön geworden. Einmal auf 80% und einmal auf 120% skaliert. Das Papier ist 220 Gramm Folie und die blaue Deckseite ist von Action. Sehr, sehr hübsch. Die Nicole hat fleißig Blümchen gebastelt. Alle in einer passenden Farbe. Finde ich auch cool. Also meine sind ja jetzt für meine Verhältnisse bunt. Nicht weiß, für meine Verhältnisse bunt. Aber ich finde es auch total stimmig, die alle jetzt hier in lila und grün umzusetzen. So, dann haben wir hier noch ein sehr schönes Foto von der Denise, alles in Originalgröße mit Foliapapier. Guckt euch diese wunderschöne leuchtende Osterdeko an. Sehr, sehr schön. Denise, du warst sehr tüchtig. Alleine das Kleben von den ganzen Eiern, da warst du bestimmt gut beschäftigt. Es juckt mich auch ein bisschen in den Fingern, diese Low-Poly-Projekte mal wieder anzugehen. Unter der Überschrift sind bei mir die Eier und die Kugeln gelaufen. Irgendwann gibt es da auch mal Nachschub. Guckt mal, die Petra hat auch den Blumentopf gedruckt mit Schmetterling, der sich hier so schön versteckt. Und ich fand die Idee total süß, den hier in die Petersilie zu setzen, weil man somit halt gleich irgendwie auch ein nützliches Geschenk hätte. Also es ist nicht nur hübsch mit dem starken Kontrast zwischen dem Grün und dem Rot, sondern wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwie zu Ostern verschenkt oder einfach irgendwo als Gastgeschenk mitbringt, dann hat derjenige halt auch gleich noch Küchenkräuter. Finde ich ziemlich cool. Hier war auch die Petra fleißig und ich fand es total spannend, Petra, dass du geschrieben hast, dass du die Blumenwiese außen gelasert hast aus Holzfurnier vom Klötzchenmann. Mega coole Kombination. Das große Ei in dieser kräftigen pinkfarbenen Farbe, dann mit den gelaserten Details, total clever. Also sehr schön umgesetzt. Falsche Richtung, jetzt. Und hier ist noch eine Tulpe entstanden. Skaliert auf 150% mit einer 30er Lichterkette. Und die ist versteckt im Blatt. Petra, habt ihr da das umgesetzt, was du mir in der Mail geschrieben hast, dass ihr da quasi ein Löchelchen durchgebohrt habt und du quasi unten im dunklen Teil in den Blättern hast du das Batteriefach untergebracht und hier oben drin liegt die Lichterkette. Sehr clever. Auch ein Foto von der Petra, noch ein Hasi in 100% mit einem 3D-Druckherz. Sehr, sehr schön. Mit der Folie von der Kreativmanufaktur Bayern Polarlicht. Sehr lieb, dass du das dazu geschrieben hast. Das hätte ich nämlich jetzt nicht gewusst. Sehr hübsch. Das ist Hasi mit und Knickohr-Hasi ohne Deko drauf. Sehr, sehr schön. Das dachte ich, hatten wir schon gesehen, aber vielleicht auch nicht. Und noch ein Foto von der Petra und den sehen wir auch gleich nochmal aus der Nähe, den Blumentopf. Auch sehr schick, umgesetzt in Bambulab PLA Marble White, also Marmorweiß. Seht ihr jetzt hier gleich auch nochmal aus der Nähe. Den Effekt, Petra, fand ich mega und ich habe das sehr geliebt, dass du mir gleich das Material dazu geschrieben hast. Meine nächste Bambu-Bestellung steht an. Ich glaube, das muss ich mal mitbestellen. Obwohl ich gestehen muss, ich habe Marmorweiß von der anderen Firma immer noch in der Schublade liegen und habe es immer noch nicht gedruckt. Aber ich finde es ganz, ganz toll, wie der hier rausgekommen ist. Ist sehr, sehr schön geworden. Auch wieder das perfekte Beispiel. Hier eben mit Schnittlauch und dem Osterhasi drinne. Mega. Also super gut. Perfektes Mitbringsel. Kann man sich natürlich perfekt auch selber in der Küche an die Fensterbank stellen. Aber ich liebe es. Und da nochmal an die ganzen Plotter-Fans, seht es mir nach, dass ich da im Moment so verliebt bin in den 3D-Drucker. Aber wir haben da einfach vom Material her Möglichkeiten, die wir mit Papier so nicht haben. Und genau überall da kitzelt es mich quasi in den Fingern. Ne? Das sind genau die Sachen, die ich dann natürlich auch gerne mit dem 3D-Drucker umsetze. Genau wo wir mit Papier einfach an eine Materialgrenze stoßen. Also wir haben ja letztes Jahr oder vorletztes, auch Ostereier selbst gebastelt und haben die dann auch lackiert, sage ich mal, zumindest mit Lack bestrichen, um sie einigermaßen haltbar zu machen. Aber es ist halt nicht vergleichbar mit dem, was man aus so einem 3D-Drucker holen kann. Richtig cool. Und hier war die Christine sehr fleißig. Christine, ein herzliches Dankeschön. Da kommt jetzt eine kleine Bilderflut an wunderbaren Tunnelkarten, umgesetzt aus Papier weiß, Canson 180 Gramm. Und Papier bunt ist von Ursus in 220 Gramm. Super, super schön. Hier der Schmetterling. Dann die Sonne, auch mega mit dem kräftigen Gelb drumherum. Eine so, so schöne Umsetzung.
Das waren auch alles Pinterest-Pins. Ich habe nur schnell die Fotos wenigstens durchgeblättert schon mal vorher. Mega, mega gut. Dann hier noch ein Osterhasi. Also wer schnell noch eine Osterhasenkarte plotten will, perfekt. Richtig, richtig tolle Kombination. Und das Papier Canson Weiß ist auch spannend. Das scheint für mich so ein bisschen Off-White zu sein. Das ist nicht so richtig knallstrahleweiß. Muss ich vielleicht doch auch noch mal gucken. Das würde mich tatsächlich auch mal in den Fingern jucken. So für die filigranen Sachen scheint sich gut zu schneiden, weil der Schnitt sieht sehr sauber aus. Dann hier einmal das Blumenmotiv und die Maus mit der Narzisse. Die Maus hat es auch gerade als Inspirationspin auf Facebook geschafft. Die kam genau wie gerufen. Ich habe mir nämlich jetzt vor Ostern schwer getan, die Osterpipeline noch voll zu machen, ohne euch quasi 15 Mal das gleiche Grundprojekt in die Inspiration zu pinnen. Apropos Inspiration, ich glaube, heute ist keine online gegangen. Das muss ich nach dem Stream auch noch machen, sonst breche ich meine 365-Tage-Kette. Das wäre schlecht. Ihr merkt, der Tag ist einfach zu kurz, aber ich freue mich immer wie verrückt über eure Fotos. Also ein herzliches Danke an die Christine an der Stelle. Die Kirsten hat nochmal die Blumenmaren gebastelt. Da wollen wir demnächst ja nochmal für Nachschub sorgen. Vielen Dank, Kirsten, auch in beleuchtet. Von der Katja haben wir noch ein Foto vom großen Hasi. Und die Kirsten hat mir auch geschrieben, Kirsten, ich habe dich nicht vergessen, ich habe es einfach nicht geschafft, ob ich noch eine Lösung für Hasi habe, weil dein Hasi hat hier unten Knickfuß und er mag auch gar nicht mehr stehen. Ich versuche was. Ich habe mir was überlegt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, Kirsten, ob wir da beim Treffen dazu kommen, aber wenn du Platz hast, zufällig im Auto und du ihn mitbringen willst, dann bring ihn doch mal mit. So. Hier haben wir ein Foto von der Daniela. Guckt euch an, wie süß der geworden ist. Die hat eine meiner älteren Pop-Up-Karten umgesetzt und zwar gleich mehrfach. Einmal hier und einmal hier hinten dran. Und auch so ein schönes Foto. Also ihr habt es offensichtlich zu Hause auch wirklich schön. Vielen Dank, Daniela. Super schön geworden. 220 Gramm Tonpapier geschnitten mit der Cameo 3. Mega. Vielen, vielen Dank. Katjas Osterkarte. Die hat den Pop-Up-Aufsteller Hasi umgesetzt. Das ist der Hoppelhasi. Den schafft ihr nicht mehr so kurz jetzt vor Ostern. Aber ich wollte ihn natürlich auf jeden Fall hier einfach mit zeigen. Auch eine Projektkategorie, wo es viel zu lange nichts mehr gab. Das ist schlimm, wenn man das alles sieht. Perfekt. Und hier das Foto von der Petra. Und hier kann man das eben so ein bisschen sehen, was ich gemeint habe. Ich finde es nicht super schlimm. Es muss einem auch nicht stören. Aber ich habe halt bei diesem, das ist das Thema mit dem Schmetterling, das ich vorhin angeschnitten habe, dass ich sage, genau diesen Nupsi hier, den müsste man halt nicht unbedingt haben. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, kannst du nicht bei jedem Perlenprojekt noch irgendwie noch was mit reinmachen, das kein Loch hat. Nein, dann werde ich gar nicht fertig. Aber, ne? So, es muss einem nicht stören, man kann auch sagen, das gehört so. Aber wenn man eben das Perlenprojekt in der anderen Farbe umsetzt als das Stehteil unten drunter, dann sieht man das einfach. Obwohl man hier auch echt überlegen könnte, ob man nochmal so einen kleinen Stöpsel macht, weil hier könnte theoretisch der Stab auch weiter unten sein. Könnte man hier noch so einen kleinen Stöpsel in Rot reinstecken. Sehr gut, Kirsten sagt, macht sie, wozu hat sie einen VW-Bus? Perfekt, Kirsten. Dann könnte ich vor Ort nochmal direkt an deinem rumprobieren, wenn ich das darf. Da bringe ich meinen auch mit. Der liegt hinter mir im Regal. Noch ein Foto von der Petra, nochmal Schmetterlinge mit der Schale. Und noch mehr Stapelblumen. Und nochmal der Schmetterling. Und ich glaube, dass wir jetzt auch an der Stelle sind. Ihr habt mich nicht gebremst, aber ich glaube, die haben wir letzte Woche schon gesehen. Das heißt, wir haben die Kundenfotos einmal komplett durchgeschafft. Ihr wart wieder sehr, sehr fleißig. Und ich habe mich wie immer, wie verrückt über eure Bilder gefreut. Also seid weiter schön fleißig, auch wenn wir nächste Woche keinen Livestream haben, packt mir ruhig eure Bilder, wenn ihr bastelt. Auf jeden Fall schon in den Shop. Ich freue mich da immer riesig drüber und dann haben wir direkt schon wieder was wir dann im nächsten Livestream in 14 Tagen angucken können. So. Jetzt liegt es an euch zu sagen, so, liebe Miriam, reicht jetzt auch, frohe Ostern. Ich bin dann jetzt mal raus. Ich schalte jetzt wirklich den Plotter noch mal ganz kurz an. Und klebe gleich noch mein eines Körbchen.
Annette hatte mich schon informiert, ja, das kann ich mir schon denken. Ah, und der Gerd hat uns noch eine Info geschrieben zum Abdichten der Vase mit Lack behandeln und den Boden auf ca. 1 mm einstellen. Das heißt, du hast den auf 0,4 eingestellt. Okay, okay. Nee, ja, Kirsten, ich glaube, das war nicht dein Hase, der war von Katja. Wenn ich da Quatsch erzählt habe, tut es mir leid. Gut, was seht ihr eigentlich gerade? Ihr seht immer noch das letzte Kundenfoto, ne? Ja, genau. Miriam hat mal wieder vergessen. Auch umzuschalten. Ah. Mhm. Jonna, wir waren schon bei 3D vorhin. Die Sachen stehen noch hier. Die dürfen jetzt aber gleich einmal zur Seite. Ich mache die Lichterkette schon mal wieder aus und räume gleich ab. Ich will noch eine Kleinigkeit kleben. Ich habe noch ein einfaches Körbchen. Das ist auch rucki-zucki geklebt. Ich will immer gar nicht eure Geduld überstrapazieren, weil ich immer denke, oh Gott, wahrscheinlich denkt ihr euch auch manchmal die alte Plem mit ihren Perle zu, Perle nicht zu, Stäbchen 2 mm kürzer, ja, nein, vielleicht. Am Ende blickt keiner mehr durch. Am wenigsten ich selbst. Ja, müsst ihr durch. Was soll ich sagen? So, die dürfen im Bild sitzen bleiben, oder? Für heute einmal dürfen sie gerne hier so im Bild sitzen bleiben. Eine Pinzette weniger. Die darf sich hier einmal einreihen. Oh, Anita, du hast noch ein ausstehende Kundenfotos vom 25. April. Lass mich mal ganz kurz gucken. Eigentlich sollte das nicht so sein. Wenn es nichts ist, was jetzt gerade Ostern oder Frühling ist, könnte es sein. Ich schiebe manchmal die Sachen so ein bisschen auf, weil ich denke, dann nehme ich die quasi lieber in der Saison mit rein, in die sie reinpassen. Aber nee, du musst auch selbst nichts löschen. Wenn wirklich irgendwas wäre, räume ich die sonst auf. Ich habe noch ein sehr wunderschönes Kundenfoto von einer Kundin, die dies, glaube ich, auch zum ersten Mal was hochgeladen hat. Da war der Laser mit im Einsatz, da ist aber ein Trittmotiv mit drauf, das kann ich nicht zeigen. Dann hatte ich noch was, wo KI-Bild mit drauf war, das kann ich auch nicht zeigen, weil bei dem KI-Bild die Urheberschaft so ein bisschen fraglich ist. Also ich muss einfach noch mal in Ruhe durchgucken. Ich kann dir es der Ehrlichkeit halb gerade nicht so richtig sagen, wo das hängen geblieben ist, aber wenn es jetzt noch fehlt, gucken wir uns sonst auch noch mal. Es stand auch Kirsten unter dem Bild. Kirsten. Warte. Ich blätter noch mal. Also unter dem Hasi, guckst du? Unter dem stand Katja. Aber vielleicht sprechen wir auch über unterschiedliche Bilder. Ach Gott. So, und zu meinem großen Leidwesen. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich dachte, ich hüpfe ganz schnell zum Plotter, aber der macht gerade nicht das, was ich gerne hätte. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, warum. Abgesehen davon vielleicht, dass die Klinge eventuell nicht mehr die beste ist. Und die auf Verdacht mal tauschen. Verdacht einmal wechseln. Ah, die 3D-Hasen. – 25 Bilder sind es noch, Anita. Ich gehe auf jeden Fall mal auf die Suche. Weißt du zufällig, welcher Anlass quasi? Weil es wundert mich gerade selbst, dass ich die nicht direkt sehen kann. Eigentlich müsste ich die direkt auf Anhieb auch sehen können. Wundert euch mal nicht, ich mache den Plotter noch mal kurz an. In der Hoffnung, dass es jetzt mit der frischen Klinge direkt funktioniert. Bei Annette sind auch noch einige nicht freigeschaltet. Wann kommen die neuen Schmetterlinge in den Shop? Die hier, Annette, die mit der seitlichen Halterung. Nachdem wir jetzt hier ausbaldövert haben, dass ihr dankenswerterweise gesagt habt, dass ihr den Spieß zur Not abschneidet, gerne nach dem Stream, weil die Teile sind ja fertig. Ich habe sie auch gedruckt, ich habe sie zusammengeklebt. Das kann ich vielleicht nach dem Stream direkt machen. Wir holen mal einen Stift. Ich schreibe mal auf. Nicht, dass ich jetzt hier 1000 Sachen erzähle und am Endeffekt nichts davon klappt. Die Schmetterlinge sind ready. Die kommen auch nicht, ich packe die nicht nochmal als einzelnes Produkt rein. Ich lade die tatsächlich einfach zu den Schmetterlingen hoch, die schon da sind.
Kann natürlich sein, dass das Produkt dann einfach nochmal 50 Cent teurer wird, weil es jetzt mehr Optionen gibt, aber wer es schon gekauft hat, hat es schon gekauft. In groß, in mittel und in klein. Und dann war das andere, was ihr euch doch noch ganz dringend gewünscht habt, das Osterei. Da ist die Datei theoretisch auch fertig, aber da ist halt kein Foto und nichts gemacht. Den 3D-Blumentopf findest du nicht im Shop oder bist du blind? Ostern, Zahlen, Schwein. Anita, da gehe ich auf jeden Fall noch mal gucken. Es tut mir total leid, wenn deine Sachen da hängen geblieben sind. Muss ich gucken, wo die mir verschütt gegangen sind. Vor allem, wenn die mir jetzt zu Ostern fehlen, bin ich gleich doppelt selber schuld, weil ich habe eigentlich gerade selber zu Ostern noch Motivmaterial, sag ich mal, gesucht, das ich auch teilen kann. Nee, ihr Lieben, das wird jetzt nichts. Ich weiß nicht, was da gerade schief läuft. Was mich da gerade ärgert. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe irgendwas eingestellt wahrscheinlich, was nicht ganz... Ich habe zwischendrin, kennt ihr das? Einmal die Software zugemacht, die Software wieder aufgemacht. Und dann ist irgendwas eingestellt, was man nicht auf Anhieb findet, was einem hier gerade die Tour versaut. Ich mag das nicht, wenn ich aus meinen Schnitten irgendwie die Zwischenräume rauspulen muss. Das ist nicht so mein Fall. Lasst mich noch mal gucken. Aber ihr kennt mich auch, es fuchst mich auch, ne? Sowas fuchst mich. Das ist die andere Seite. Sowas fuchst mich dann meistens sogar so sehr, dass ich dann jetzt doch auch ohne euch wieder rumfummeln würde, bis es läuft. Solange der Plotter rödelt, kann ich ja noch mal kurz nach Anitas Bildern gucken. Weil so weit verschütt können die ja eigentlich nicht gegangen sein. Ich habe ja eigentlich eine Sektion, die mir alle ausstehenden Bilder zeigt. Hier ist auf jeden Fall ein Osterbild. Ich bin aber nicht sicher, ob das von Anita ist. Anita, wahrscheinlich muss ich noch ein ganzes Stück weiter zurück, ne? Das kann sein, dass mir das einfach durchgerutscht ist, weil die noch älter sind und ich sie irgendwann zurückgestellt habe. Hier ist ein ganzer Schwung, aber ich bin gerade nicht sicher, ob die von dir sind. Das sehe ich in der allgemeinen Übersicht nicht. Auch schon wieder so ein To-Do für mich zum Ergänzen. Ah ja, doch, ich sehe einen ganzen Schwung mit Schweinchen. Anita, bei dem Schweinchen ist überall das Thema, da sind wieder Trittdesigns mit drauf, da bin ich nicht sicher. Ich schreibe dir sonst einfach nochmal eine Mail, auch nach dem Stream. Ich schreibe mir das nochmal auf. Alles, was irgendwie Trittdesign Fragezeichen ist, wird dann im Zweifelsfall dann doch immer nicht freigeschaltet, weil mir das immer zu heikel ist. Gute Nacht, Karin. Ich wünsche dir auch frohe Ostern. Lustige, bunte Ostereier. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Basteltreffen. Es ist sehr schön, dass wir uns dann sehen nächste Woche. Ui. Ui. Ja, okay. Jetzt ist alles geschnitten, aber nicht ganz so, wie ich mir das wünschen würde. Aber für einen Test ist es, glaube ich, gut genug. Aber so richtig wirklich verstehen, warum er das gerade nicht machen will, tue ich nicht. Ich wechsle jetzt nochmal die Klinge. Oh ja, in meinem Regal zwischen Tulpe und Blume ist die Blume Originalgröße. Zwischen Tulpe und Blume diese hier, die da, die ist nicht Originalgröße, die ist mini getestet im Vergleich zu dieser hier. Die hier wäre die Originalgröße. In meinem Regal. Das müsste auch mal noch ein bisschen schöner umorganisiert werden. Christine hat auch noch eine Blume hochgeladen. Alles, was schief gehen kann, geht auch schief, ja. Das ist manchmal so. Und ihr wisst ja, dass ich an meinem Juliet Plotter jetzt zuletzt ja auch rumgeschraubt habe. Was meine Messereinstellung auch so ein bisschen verändert. Ich muss ein bisschen anders einstellen, sage ich mal, als vorher. Das heißt, ich muss jetzt gerade immer so ein bisschen gucken, was er tut und was er nicht tut. Es ist auch kein Muss. Wenn der jetzt immer noch nicht das plotten will, was ich plotten will, dann ziehen wir das hier nicht unnötig in die Länge. Dann muss ich es eben doch vertagen und muss es hinterher ganz in Ruhe alleine fertig machen. Aber einen Anlauf mache ich jetzt noch.
weil es mich, wie gesagt, sowieso fuchst. Also auch wenn ich euch jetzt rausschmeißen würde aus dem Stream, stehe ich hinterher sowieso da und schicke weiter Aufträge an den Plotter. Mal gucken. Mal schauen, ob das jetzt sauberer rauskommt. Hier könnt ihr es zumindest schon erahnen. Ich habe einfach für das Körbchen mit Blümchen mal noch ein anderes Blümchen gezeichnet. Unter anderem deshalb, weil ich mich einfach darüber gefreut habe, dass so viele von euch auch Körbchen mit Blümchen gebastelt haben. Hatten wir ja auch eine 3D-Druck-Variante. Da habe ich für mich im 3D-Druck tatsächlich auch schon wieder was Neues noch ausprobiert oder ausprobieren wollen. Da habe ich aber bis jetzt nur das Modell gemacht und habe noch nicht gedruckt. Ah, ja. Ist auch typisch, ne? Bevor es überhaupt nur einmal getestet ist, wird jetzt schon wieder an der 3D-Druck-Variante geschraubt. Aber das sind so die Sachen, die ich dann von der Couch aus machen kann. Da eskaliere ich dann manchmal so ein bisschen. Und dann bin ich einfach zu faul, zwischendrin hochzulaufen und auch tatsächlich quasi den Plotter anzuwerfen. Ja. Ja, jetzt ist, glaube ich, gut. Da war, glaube ich, einfach ein Klingenwechsel fällig. Ja. Oder ich habe mich zu früh gefreut. Sie sieht zumindest auf den ersten Blick besser aus. Also wundert euch bitte nicht. Ich habe neulich ja in meinem Werkzeugkopf nochmal rumgeschraubt, damit er wirklich auch den Gummi, sage ich mal, in dem Gerät erreicht, um diese Geräuschdämpfung drin zu haben. Aber dadurch muss ich meine Klinge jetzt immer weiter rausstellen. Und da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Das heißt, wenn ich dann die Klinge wechsle und ein anderes Fabrikat reinmache, dann habe ich im Moment immer noch so ein bisschen Gefummel, bis es wirklich dann auch so ist, wie es sein soll. Ne, Brigitta, der Vogel ist noch nicht im Shop. Der Vogel, das Vogelhäuschen, ich kann die Sachen gerade noch mal zeigen, solange wie ich hier sowieso mit dem Plotter beschäftigt bin. Vogelhäuschen, die neue Blume, oder besser gesagt Blumen, Plural, das kommt alles nächste Woche in einem Rutsch, weil das auch die Projekte sind, die ich mit den Bastlern dann hier vor Ort bastle. Und das einmal, das wird das Häuschen sein, für das Vögelchen. Die Blümchen liegen noch hier hinter mir, weil ich an denen rumgeklebt habe. Das ist einmal das und das Teil. Die saßen ganz am Anfang schon mal hier, guck mal. Das Blümchen. Und da steht auch noch die Beschwerung drauf, das Blümchen. Diese hier mit meinem Getränk hier hinten dran. Jeder, der hier nur so dazukommt, denkt wahrscheinlich, dass ich hier immer die Cocktails wegschlürfe. mit meinem Glas. Das kommt alles jetzt zum nächsten Wochenende quasi in einem Rutsch in den Shop. So, ich bin nicht so ganz sicher, der ärgert mich hier gerade. Ich frickel das jetzt hier noch raus. Mein Seitenstreifen plottet er hoffentlich. Oder hat er schon geplottet? Ja. Und dann klebe ich das eine Teil noch und habe für mich mein kleines Erfolgserlebnis. Ach ja, habe das wenigstens noch getestet. Ich mag das nämlich immer nicht, wenn es dann liegen bleibt. Das ist so schade dafür, wenn ich mich quasi abends selber noch spät hingesetzt habe und was fertig gezeichnet habe. Oder endlich mal überhaupt was gezeichnet habe. Und dann versauern die Sachen auf meinem Rechner. Es ist dann wirklich so ein aus dem Augen, aus dem Sinn Problem. So. Da ist noch der Streifen und ein Zwischenteil brauche ich auch noch. Ich sag's euch, ich bin aber auch schon so ein bisschen platt. Wie ist das für euch? Habt ihr jetzt wirklich auf Ostern hin auch gebastelt? Ich habe jetzt ja wirklich auf Ostern hin gefühlt nochmal Gas gegeben und relativ viele Projekte umgesetzt. Und ich will nicht sagen, ich brauche jetzt eine Bastelpause. Dafür habe ich noch zu viele angefangene Projekte. Aber es ist so ein bisschen wie wenn man so auf Weihnachten hin bastelt. Nicht ganz so extrem. Aber irgendwie, ja, bin ich auch jetzt ganz froh, dass ich dann mal Urlaub habe, eine Woche. Huhu, Petra, guten Abend. Sag's euch, weiß nicht, was mit meinem Plotter gerade los ist, der ärgert mich. Das ist so nicht gedacht. Jetzt habe ich die Klinge gewechselt. Ist jetzt allerdings eine 60 Grad Klinge, keine 45 Grad Klinge.
schaue ich nachher nach dem Stream nochmal ganz in Ruhe. Aber erst, wenn ich euch den Schmetterling noch hochgeladen habe. Den Perlenschmetterling seitlich stehend. So, das darf bleiben. Brauchen wir noch ein Zwischenteil. Und dann wird nochmal ganz entspannt geklebt und dann ist Osterwochenende. Dann ist Schluss. So. Weh, das klappt jetzt nicht. Der Vogel in Mini wäre auch super. Petra, was heißt für dich Mini? Wie groß dürfte der dann sein? Und ich würde ja sagen, ich challenge dich, trau dich, ihn zu verkleinern. Wenn ich sehe, dass die Katja so tüchtig immer unsere ganzen Blumen verkleinert hat. Aber er hat trotzdem schon mal alle Klebelaschen. Also. So. Jetzt bitte. Ich habe mir gerade eine ganz giftige Farbkombi ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich klebe es trotzdem einfach zusammen. Ob es zusammenpasst, weiß ich dann auf jeden Fall. Wehe, wenn nicht, dann ist es nichts mit abendlichem Erfolgserlebnis. Aber gut, wir gucken. Haben wir heute wenigstens auch mal wieder ein bisschen gebastelt und geklebt. So, hier ist es. Mini klein. Einfach mit einem anderen Blümchen in der Mitte, mit einem minimal anders aufgeteilten Klebelaschen. Ich habe ja mir damals auch schon quasi Gedanken über das Klebelaschen-Konzept logischerweise gemacht. Aber ich hatte neulich Abendlust, wirklich einfach mal wieder was zu zeichnen und wollte gern was machen, was einfach quasi schnell und einfach von der Hand geht. Worauf ich gerade nicht geachtet habe, das stelle ich aber natürlich jetzt erst fest, ist die Faserrichtung vom Papier. Da war jetzt wieder sinnvoll gewesen, dass die so verläuft. Gucken, ob ich das auch so ein bisschen rund bekomme. Ja, aber nicht so schön, logischerweise. Aber ist nicht schlimm. Dann wissen wir auch gleich, ob es auch funktioniert, wenn man die Faserrichtung vom Papier ignoriert. So. Und ich glaube tatsächlich, dass als ich das damals das erste Mal geklebt habe, das Körbchen, habe ich mich quasi wirklich an der Außenseite vermutlich lang gearbeitet. Inzwischen bin ich aber dazu übergegangen, alles Mögliche ja immer erstmal an der Innenseite anzukleben. Das heißt, ich habe dieses Zwischenteil. Das orangene Teil nutze ich dann sowieso zum Hinterlegen. Das heißt, da kann ich einmal rucki-zucki Kleber an der Außenkante auftragen. Genau. Katja schreibt schon, als sie den Vogel gesehen hat, dachte sie sofort ans Verkleinern, sodass er auf der Blume sitzen kann. Katja, ich erwarte das auch von dir. Ich weiß, langsam werde ich frech, aber du bist die prädestinierte Kandidatin dafür. Ja, nachdem du das bei den Blumen schon immer so exzellent ganz von selbst gemacht hast, dass du die auch so schön mini umgesetzt hast, habe ich insgeheim quasi darauf gehofft, dass du dich jetzt hier einmal gechallenged fühlst. So, jetzt habe ich natürlich hier Sauerei gemacht, aber egal. Und das Vögelchen auch verkleinerst. So. Einmal den Rand. In 5 bis 7 cm ist sportlich. Ja, das ist sehr sportlich. Aber das soll ja hier mal unsere absoluten Könner nicht aufhalten. So, ich glaube, jetzt habe ich es wahrscheinlich endgültig versaut. Ne? Das wird die Rückseite. Ich sag's euch. Wenn man das nicht... Kennt ihr das? Man hätte eigentlich längst aufhören sollen. Und man weiß es eigentlich auch. Aber man ist irgendwie stur und denkt sich, nee, jetzt habe ich das angefangen, jetzt mache ich das auch fertig. Das wird dann manchmal ab einer gewissen Stelle auch nicht mehr besser, aber gut. So. Beim Rest setzen wir einfach mal drauf, dass das schön wegtrocknet. Ne? So. Ja, Petra, das ist smart. Petra schreibt, dann macht sie lieber die Blume größer. Genau. Das ist der sicherere Weg.
So. Zweite Seite. Süß. Ich höre schon meinen Dackel hier draußen tippeln. Der sagt auch so, Freunde. Ah, okay. Ich merke gerade, was mir daran schwerfällt, was ich gerade nicht so ganz durchgeholt habe. Ich bin meine 8 mm Laschen natürlich noch gewohnt, ne, von den anderen Projekten. Hier sind die Laschen bewusst schmaler. Langsam, hier ist die Pinzette. Da wäre es vielleicht quasi schlau gewesen, den Kleber auch auf die Lasche aufzutragen. Ihr lacht mich jetzt wahrscheinlich reihenweise aus, weil ihr habt gerade erst solche Körbchen geklebt und zum Teil auch viele davon. Das heißt, besser hätte ich das heute Abend einen von euch machen lassen. So. Jetzt. Gott. Sieht viel schwieriger aus, als es ist. Brigitta wünscht uns allen ein schönes Osterfest und nächste Woche ein super Treffen. Vielen Dank, Brigitta. Wir werden bestimmt nach dem Treffen berichten. Wir haben eigentlich immer viel Spaß. Da mache ich mir wenig Gedanken. Und ich werde bestimmt wieder auch einiges an Input und Inspiration für mich mitbringen, was ich so als nächste Projekte zu tun und zu lassen habe. Auch guckt mal. Also ich war ja erst nicht sicher, ob das Orange nicht ein bisschen arg giftig ist zu dem Eosin, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt habt ihr auch nur noch Hinterkopf gesehen. Ich sag's ja. Es ist wirklich Zeit für Feierabend. So, hier machen wir einmal den Kleber auch nur auf den Rand. So, einmal außen rum. Und ich bin dann einfach nur glücklich für mich, dass ich es nicht nur konstruiert, sondern auch jetzt wenigstens einmal geplottet habe. Weil die ganzen Sachen, die nur als Entwurf auf meiner Festplatte versauern, für die ist es irgendwie schade. So, jetzt passe ich diesmal auf, dass ich mir die Vorderseite nicht in den Kleber lege, wenn es irgendwie geht. Wunderbar. Die Farben passen gut, Gerd, das freut mich, die Kombi passt. Ja, ich wollte es halt einfach mal bunt haben. Ich habe natürlich wie immer überlegt, ob ich die sichere Abzweigung nehme und weiß mit irgendwas plotte. Das wäre ja meine normale Standardfarbkombination. Aber das soll jetzt ja eigentlich auch mehr so Frühling sein. Frühlingskörbchen mit Bringsel. Dürft mir jetzt natürlich ganz kritisch schreiben, dass ihr das ganze Jahr nicht verschenken würdet, weil es ist euch zu eierförmig, oder ob ihr eben doch sagt, wieso, das ist auch einfach ein Körbchen. Funktioniert auch als Körbchen. Ich glaube, da kann man wieder komplett geteilter Meinung sein. Und wenn es euch tatsächlich zu eierförmig ist, müssen wir uns mal noch ein paar andere nicht eierförmige Verpackungen ausdenken. Es gab zuletzt sehr wenig Verpackungen eigentlich, oder? Jetzt gut, im 3D-Druck haben wir die anderen Körbchen noch gedruckt, die mit dem Steckrand drumherum. Aber geplottet haben wir eigentlich schon lange keine Kiste, Schachtel, gar nichts mehr in der Richtung. Das wäre eigentlich vielleicht auch eine Idee, das mal wieder anzugehen. Dieses Teil habe ich übrigens diese Woche auch schon geliebt bei meinen anderen Klebearbeiten. Das war eigentlich bei so einem Kratzer für den 3D-Drucker, so zum Reinigen der Platte mit dabei. Es hat aber vorne diese gerade Kante, was es, sag ich mal, für so Glattstreichearbeiten innen drinne für mich fast noch ein bisschen komfortabler gemacht hat, als immer nur das Falzbein. Also manchmal, kennt ihr das, findet man so Sachen, die eigentlich für was ganz anderes gedacht sind, die einem aber hier quasi beim Anstreichen der Kleberänder auch einen super Job machen. So, wenn ich jetzt noch so ein Originalkörbchen hier hätte, aber das ist heute absolut zu viel von mir verlangt. Es tut mir leid, es ist in irgendeine Osterkiste eingeräumt. Aber damit bin ich eigentlich echt ganz happy. Also das abendliche Zeichnen hat sich für mich zumindest gelohnt. Ich wollte da einfach gerne noch mal eine Abwandlung haben. Genau, die Frage ist hier genau, sind das nicht Komplementärfarben? Doch, fast zumindest. So, und jetzt werden die 3D-Druck-Leute wahrscheinlich gleich sagen, bitte direkt für den 3D-Drucker. Ich kenne euch ja.
Aber ich habe jetzt erstmal noch genug andere Hausaufgaben zu erledigen. Ich wollte es jetzt für mich auf jeden Fall schon mal komplett geplottet haben. Ich muss jetzt kurz überlegen, was ich heute noch mache und was ich heute nicht mehr mache, weil eigentlich bin ich ja ein bisschen irre. Heute ist ja quasi Feiertag, aber ich dachte, bevor wir uns jetzt wochenlang gar nicht sehen, machen wir unseren Livestream ganz normal. Wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns nicht, übernächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder. Das wäre auch sowas, ne? Für so ein schnelles Foto machen und ab damit in den Shop. Genau, Gerd sagt schon, nicht sagen, dass die Form vom Ei abstammt, sondern eine Spezialform der Ellipse. Genau, ja. Hat gar nichts, also wirklich gar nichts mit Ostern zu tun, kann man rein zufällig auch zu Ostern verwenden. Ist aber eine Spezialform der Ellipse. Das heißt, man kann es das ganze Jahr verwenden. Wir hatten ja letzte Woche auch in den Kundenfotos so ein schönes Beispiel dabei, wo das Körbchen einfach vergrößert umgesetzt war mit Blumen drinne. Also da geht schon was und entsprechend, ja, manchmal muss ich zwischendurch einfach auch Sachen machen, wo ich spontan Lust drauf hatte. Und ich habe eben neulich Abend mich endlich hingesetzt, habe mal wieder mein altes Wacom-Tablet an meinen Laptop angeschlossen und habe dann direkt auch, ja, wenigstens mal ein Blümchen gebaut, sozusagen. So, ihr Lieben. Ich trinke jetzt noch einen letzten Schluck, wink euch nochmal. Dann gibt es für euch noch den Stream-Ende-Song. Ich baue hier schon mal, oder? Wir bauen hier schon mal auf. Und dann ist es ja für mich fast schweren Herzens, ehrlich gesagt, dass wir uns nächste Woche nicht sehen, weil ihr merkt es wahrscheinlich an meinen langatmigen Ausführungen, dass ich die Streams mit euch immer sehr genieße. Das gibt mir auch immer noch mal so ein bisschen einen Schub und was, worauf ich die Woche über hinarbeiten kann. Seht's mir nach, dass ich immer mit allem nicht so schnell fertig werde, wie ich es gern würde, aber ja, eigentlich fast alles, was ich an kreativen Projekten so mache, mache ich für mich und für euch. Und ja, mache dann fertig Stück für Stück, was geht. Wer da total auf dem Laufenden gehalten sein will, nochmal als Reminder, ich weiß, die meisten von euch sind schon angemeldet, aber ihr könnt euch in eurem Kundenkonto direkt für die Produktbenachrichtigungen anmelden, für die Plotter-Dateien und für die 3D-Druckdateien. Das läuft komplett separat, damit die sagen, sie wollen nur was zum Thema Plotten hören, eben nur was zum Thema Plotten hören und die sagen, 3D-Druck interessiert mich auch, sich auch da anmelden können. Ich habe mich total gefreut, dass es inzwischen so viele sind. Das sind Hunderte inzwischen, die auf beiden Listen stehen. Macht mich total glücklich. Ich hoffe, dass es auch vom Format her für euch okay ist, diese kurzen Nachrichten, die da einfach nur rausgehen. Hilft mir aber, das quasi kompakt zu halten und es einfach nur schnell an euch durchzutiggern, wenn es irgendwie was Neues gibt. Ja, so. Prost! Frohe Ostern! Vielen Dank für eure Zeit, für das Mitwirken in Form von Kommentaren und von Fotos. Genießt die Ostertage, macht euch wirklich eine entspannte Zeit. Ich würde mich riesig freuen, wie gesagt, wenn wir uns dann nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, also in 14 Tagen zum Livestream wiedersehen. Reminder geht dann wieder raus an alle, die quasi angemeldet sind. Und in der Zwischenzeit versuche ich euch eben immer über diese Kurzbenachrichtigungen zu informieren, wenn wirklich was Neues in den Shop kommt. So, schöne Ostern, gute Nacht, ihr Lieben, und hoffentlich bis in 2 Wochen. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen.